Die Erforschung der sumerischen Zivilisation begann bereits im frühen 19. Jahrhundert. Einer der zentralen Akteure in diesem Zusammenhang war Claudius James Rich, ein britischer Diplomat und Entdecker, der sich in dieser Zeit intensiv mit Mesopotamien beschäftigte. Er führte erste Untersuchungen und Ausgrabungen in der Region durch und dokumentierte verschiedene Ruinenstätten, darunter auch Babylon und Ninive. Im Jahr 1849 leitete der Archäologe Henry Layard Ausgrabungen im heutigen Irak. Besonders berühmt wurde er durch seine Arbeit in den Ruinen der antiken Städte Ninive und Nimrud, die er in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts erforschte. Während dieser archäologischen Unternehmungen entdeckte man Tontafeln, die den Sumerern zugeschrieben werden, einer Zivilisation, die sich selbst als Schöpfung der sogenannten Anunnaki beschrieb. Die Anunnaki, auch als Anunna bekannt und in einigen anderen Varianten überliefert, stellen eine Gruppe von Gottheiten dar, die von den alten Sumerern, Akkadern, Assyrern und auch im alten Babylon verehrt wurden. Insgesamt wurden mehrere tausend solcher Tafeln ans Licht gebracht, die tiefere Einblicke in die sumerische Kultur sowie deren religiöse Vorstellungen liefern. Es waren jedoch die Arbeiten von Archäologen wie Henry Rawlinson und Jules Oppert in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die das Wissen über die sumerische Zivilisation erheblich erweiterten. Durch die Entzifferung der Keilschrift und die Erforschung bedeutender Städte wie Ur und Uruk rückten diese alten Kulturen stärker in den Fokus der Wissenschaft. Heute gibt es eine Vielzahl von Quellen, darunter Keilschrifttafeln und andere archäologische Funde, die die Mythologie der Anunnaki beleuchten. Je nach Entstehungsort und Epoche variieren diese Funde und bieten unterschiedliche Ansätze zur Interpretation der Geschichten. Bis heute arbeiten Forscher intensiv daran, diese Tafeln zu entschlüsseln und zu restaurieren, um die enthaltenen Informationen vollständig zu erfassen. Regionale Unterschiede lassen sich häufig durch lokale Bräuche und kulturelle Einflüsse erklären. Im sumerischen und akkadischen Pantheon galten die Anunnaki als Nachkommen von An, dem Himmelsgott, und Ki, der Erdgöttin. Ihre zentrale Aufgabe bestand darin, das Schicksal der Menschheit zu lenken. Der Begriff Anunnaki leitet sich von An, dem Gott des Himmels, ab und bedeutet so viel wie fürstliches Blut oder Nachkommen des An. Er wird jedoch häufig irrtümlich mit Ausdrücken wie die vom Himmel herabgestiegenen oder diejenigen, die zur Erde kamen, assoziiert. In den Überlieferungen der Sumerer wurden die Anunnaki als mächtige Wesen beschrieben, die den Menschen weit überlegen waren und unter ihnen lebten. Die Ursprünge der Sumerer sind ein Rätsel, da es keine eindeutigen Aufzeichnungen über ihre Herkunft gibt. Einige Wissenschaftler vermuten, dass sie ursprünglich aus Mesopotamien stammten. Diese Theorie stützt sich auf die Tatsache, dass die Sumerer in den archäologischen Aufzeichnungen keine Hinweise auf eine vorherige Besiedlung durch ein anderes Volk geben und ihre Kultur tief mit der Region verwurzelt war. Diese Theorie geht davon aus, dass sie sich aus den frühen prähistorischen Siedlungen in Mesopotamien entwickelten. Eine andere Theorie besagt, dass sie aus einem anderen Gebiet, möglicherweise aus dem Kaukasus oder dem Zagrosgebirge im heutigen Iran, nach Mesopotamien eingewandert sind. Sprachlich und kulturell war das Sumerische isoliert und gehört keiner bekannten Sprachfamilie an, was diese Theorie unterstützt. Das Sumerische scheint keine direkte Verwandtschaft mit den benachbarten semitischen und indogermanischen Sprachen zu haben, was auf eine fremde Herkunft hinweisen könnte. Im späten Neolithikum, etwa ab 7000 v. Chr., begannen die Menschen in Mesopotamien Ackerbau zu betreiben, was zu einer stabileren Nahrungsversorgung führte. Die fruchtbaren Böden zwischen Euphrat und Tigris waren ideal für die Landwirtschaft, besonders für den Anbau von Gerste, Weizen und Datteln. Diese Landwirtschaft bildete die Grundlage für die Entwicklung von Städten und städtischen Gesellschaften. Die historische und linguistische Forschung konnte bisher keine abschließenden Beweise für eine der Theorien liefern, aber archäologische Funde deuten darauf hin,
dass die Sumerer als Kultur möglicherweise schon um das Jahr 3000 vor Christus in Mesopotamien präsent waren, nachdem sie sich in der fruchtbaren Region des Südmesopotamiens etabliert hatten. Ab etwa 3000 vor Christus begannen die Sumerer städtische Zentren zu schaffen. Diese Städte wie Ur, Uruk, Lagash und Eridu entwickelten sich zu unabhängigen Stadtstaaten, die jeweils von einem herrschenden König oder Priestertum geführt wurden. Der bedeutendste dieser frühen Stadtstaaten war Uruk, dessen Bevölkerung zur Blütezeit vielleicht bis zu 50.000 Menschen zählte. Diese Stadtstaaten waren politisch und wirtschaftlich miteinander verbunden, was den kulturellen Austausch und die gemeinsame Entwicklung förderte. Ihr Aufstieg lässt sich mit der Entwicklung einer komplexen Gesellschaft und dem Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit erklären. Im Wesentlichen war dieser Aufstieg das Ergebnis mehrerer bedeutender kultureller, technologischer und gesellschaftlicher Innovationen, die zusammen die Grundlage für die erste Hochkultur bildeten. Die Sumerer waren Pioniere in vielen Bereichen. Sie entwickelten das erste bekannte Schriftsystem, die Keilschrift, um Wirtschafts- und Verwaltungsdaten festzuhalten. Diese wurde etwa um 3500 vor Christus erfunden und war zunächst eine Form der Bilderschrift, die später zu einer komplexeren schriftlichen Sprache weiterentwickelt wurde. Sie wurde für Buchhaltung, Verwaltung und Literatur genutzt. Mit einem gut organisierten Bürokratiesystem sorgten sie für Ordnung in ihren Städten und etablierten erstmals schriftliche Handelsverträge und Steuerstrukturen. Sie legten den Grundstein für zahlreiche Errungenschaften, die später die Entwicklung menschlicher Zivilisationen maßgeblich beeinflussten. Ihre Innovationen umfassten nahezu alle Lebensbereiche und zeugen von einem außergewöhnlichen Maß an Fortschritt und Kreativität. Obwohl die genaue Herkunft des Rades unklar ist, glauben viele Historiker, dass die Sumerer eine der ersten Kulturen waren, die das Rad für den Transport und für mechanische Zwecke einsetzten. Sie entwickelten das Rad um 3500 vor Christus, wobei es zunächst für Töpferwaren verwendet wurde und später auf Wagen und Fahrzeuge übertragen wurde. Außerdem führten sie den Einsatz von Metallwerkzeugen und Waffen ein, was die Landwirtschaft und den Handel revolutionierte. Sie entwickelten komplexe Bewässerungssysteme mit Kanälen, Staudämmen und Reservoirs, die eine geregelte Nutzung des Wassers und eine erfolgreiche Landwirtschaft in der wasserarmen Region Mesopotamiens ermöglichten. Zudem beherrschten sie den Bau mit gebrannten und ungebrannten Ziegeln, was die Architektur ihrer Städte, Tempel und Mauern prägte. In der Astronomie zeigten die Sumerer bemerkenswerte Fähigkeiten. Sie beobachteten die Bewegungen der Himmelskörper und entwickelten einen lunaren Kalender, der das Jahr in 12 Monate gliederte. Ihre Mathematik, basierend auf dem Sexagesimalsystem, mit der Basis 60, beeinflusst bis heute Zeit- und Winkeleinheiten. Die Sumerer richteten Schulen, die sogenannten Tafelhäuser ein, in denen Schreiber für Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben ausgebildet wurden. Sie verfügten über ein breites Wissen in Medizin, betrieben Heilpflanzenkunde und führten diagnostische Methoden ein. Die Errungenschaften der Sumerer umfassten nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens, von Technologie, Wissenschaft und Recht bis hin zu Kunst, Religion und Bildung. Ihr Vermächtnis ist ein beeindruckendes Zeugnis ihres außergewöhnlichen Einfallsreichtums und ihrer Fähigkeit, ihre Umwelt zu gestalten und nachhaltig zu beeinflussen. Insgesamt bieten die sumerischen Texte und archäologischen Funde Anlass zu Spekulationen über die Rolle außerirdischer Besucher in der menschlichen Geschichte, obwohl viele Wissenschaftler skeptisch gegenüber diesen Interpretationen sind. Die Anunnaki werden hauptsächlich in literarischen Texten erwähnt, und es wurden bisher nur sehr wenige Beweise für die Existenz eines Kults gefunden. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass jedes Mitglied der Anunnaki seinen eigenen individuellen Kult hatte, getrennt von den anderen. In dem Gedicht Enki und die Weltordnung wird Enki von den Anunnaki geehrt, die seine Macht und seinen Einfluss unter den Menschen von Sumer anerkennen.
Die Gottheiten im alten Mesopotamien waren fast ausschließlich anthropomorph, was bedeutet, dass sie menschenähnliche Eigenschaften oder Formen hatten. Sie wurden mit menschlichen Attributen dargestellt und trugen typischerweise Melam, eine mehrdeutige Substanz, die sie in erschreckender Pracht erscheinen ließ. Melam konnte auch von Helden, Königen, Riesen und sogar Dämonen getragen werden. Die Wirkung, die das Erblicken des Melams einer Gottheit auf einen Menschen hatte, wird als Ni beschrieben, ein Begriff für das körperliche Kribbeln der Haut. Die alten Mesopotamier glaubten fest daran, dass ihre Gottheiten im Himmel residierten und dass die Statue eines Gottes eine physische Verkörperung des Gottes selbst darstellte. Daher wurde den Kultstatuen eine kontinuierliche Pflege, Aufmerksamkeit und eine Reihe von Priestern zugewiesen. Zu den Hauptgottheiten des Pantheons gehörten jene, die an der Versammlung der Götter teilnahmen, in der sämtliche göttlichen Entscheidungen getroffen wurden. Diese Versammlung wurde als göttliches Pendant zum halbdemokratischen Gesetzgebungssystem der dritten Dynastie von Ur betrachtet. Die Ursprünge der ersten Gesetze liegen also in den alten Zivilisationen Mesopotamiens, wo die Gottheiten eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Ordnung und Gerechtigkeit spielten. Stadtstaaten, wie Ur und Lagasch, entwickelten früh Rechtssysteme, die auf königlichen Dekreten und religiösen Gesetzen basierten, die von den Priestern der Götter verkündet wurden. Diese Gesetze wurden auf Keilschrifttafeln niedergeschrieben, wie beispielsweise das Kodex Ur-Nammu und der Kodex Hammurabi, und regelten das tägliche Leben sowie strafrechtliche und zivilrechtliche Angelegenheiten. Die Götter wurden als die Quelle der moralischen Autorität angesehen, und ihre Weisungen wurden als unantastbar betrachtet, was die Grundlage für die frühesten bekannten Rechtssysteme bildete. Ein akkadisches Siegel aus der Zeit 2300 v. Chr. zeigt Darstellungen der Gottheiten Inanna, Utu und Enki, 3 Mitglieder der Anunnaki. Die frühesten bekannten Verwendungen des Begriffs Anunnaki stammen aus Inschriften, die während der Regierungszeit von Gudea und der dritten Dynastie von Ur verfasst wurden. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Eridu-Genesis, eine sumerische Keilschrifttafel, die eine Schöpfungsmythologie erzählt, in der die Anunnaki eine wichtige Rolle spielen. Diese antike Erzählung bietet einen faszinierenden Einblick in die kosmologischen Vorstellungen der alten Sumerer und ihre Auffassungen von der Entstehung des Universums. Die Tafel beginnt mit der Beschreibung einer primitiven Welt, die von Wasser und Schlamm geprägt ist, in der die Götter bereits existieren, aber noch keine Ordnung geschaffen haben. Hier treten die Anunnaki auf den Plan, um die Welt zu ordnen und den Menschen zu erschaffen, denen sie die Arbeit übertragen. Durch ihre göttlichen Handlungen formen sie die Erde, errichten Städte wie Eridu als Zentrum der Zivilisation und geben den Menschen die Gesetze und Rituale, um das kosmische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Die Anunnaki, als Wesen von königlichem Blut, werden als Vermittler zwischen Himmel und Erde dargestellt, die die Geschicke der Menschheit lenken und über das Schicksal der Welt entscheiden. Ihre Präsenz in der Eridu-Genesis unterstreicht ihre Bedeutung im sumerischen Glauben und ihre Rolle als Schöpferwesen und Lenker des Universums. Die Eridu-Genesis ist nicht nur eine mythologische Erzählung, sondern auch ein Spiegelbild der sumerischen Kultur und ihrer komplexen religiösen Vorstellungen. Sie veranschaulicht die enge Verbindung zwischen den Göttern und den Menschen und bietet einen Einblick in die moralischen und ethischen Werte, die in der sumerischen Gesellschaft verankert waren. In Inannas Abstieg in die Unterwelt gibt es nur 7 Anunnaki, die in der Unterwelt leben und als Richter dienen. Diese Götter sind bedeutende Figuren in der sumerischen Mythologie und werden oft als mächtige und furchterregende Wesen dargestellt. Die genaue Identität dieser 7 Richtergötter variiert in verschiedenen Texten und Überlieferungen, aber sie werden allgemein als die herrschenden Mächte der Unterwelt anerkannt. In der sumerischen Mythologie sind sie oft als Nergal, Ereshkigal, Namta, Ninatsu, Nanna, Utu und Enki bekannt.
Jeder von ihnen verkörpert verschiedene Aspekte der Unterwelt und trägt zur Bewahrung der kosmischen Ordnung bei. Inanna gelangt in dieser Erzählung an die Tore der Unterwelt, die von Neti, dem Torwächter, bewacht werden. Ereshkigal, die von Inannas Ankunft erfährt, befiehlt, dass Inanna durch die 7 Tore gehen muss. An jedem Tor wird sie gezwungen, ein Stück ihrer Kleidung oder ihres Schmucks abzulegen. Diese Entblößung ist symbolisch für das Ablegen ihrer Macht und ihres Status, bis sie schließlich nackt und verletzlich vor Ereshkigal steht. Diese 7 Tore und das Ablegen der göttlichen Attribute können als Prüfungen gesehen werden, die Inanna durchlaufen muss, um in die tiefsten Geheimnisse der Unterwelt einzudringen. Diese Prüfungen betonen die Notwendigkeit der Demut und der Hingabe im Angesicht des Todes. Vor den Anunnaki, den 7 Richtergöttern der Unterwelt, wird Inanna des Versuchs beschuldigt, die Unterwelt zu übernehmen. Sie wird wegen ihrer Hybris zum Tode verurteilt. Ihr Körper wird getötet und an einen Haken gehängt, was ihren endgültigen Tod symbolisiert. Diese drastische Bestrafung stellt die Konsequenzen von Übermut und Machtstreben dar. Während Inanna in der Unterwelt gefangen ist, bleibt ihre Dienerin Ninshubur an der Oberfläche und sucht verzweifelt Hilfe bei den großen Göttern. Sie bittet Enlil, Nanna und Enki um Unterstützung. Enlil und Nanna weigern sich zu helfen, aber Enki, der weise Gott der Wasser und der Schöpfung, erhört ihre Bitte. Enki schafft 2 geschlechtslose Wesen, Kurgara und Galatur, aus dem Dreck unter seinen Fingernägeln. Diese Wesen werden in die Unterwelt geschickt, um Inanna zu retten. Sie trösten die trauernde Ereshkigal, die ihnen als Dank einen Wunsch gewährt. Sie bitten um den Leichnam Inannas, der ihnen übergeben wird. Mit der Nahrung des Lebens und Wasser des Lebens beleben sie Inanna wieder. Große Gottheiten in der sumerischen Mythologie wurden auch mit bestimmten Himmelskörpern in Verbindung gebracht. In der sumerischen Mythologie und der darauffolgenden babylonischen Tradition gibt es eine interessante Verbindung zwischen den Anunnaki-Gottheiten und verschiedenen Himmelskörpern. Die sumerische Astronomie und Astrologie spielten eine bedeutende Rolle im Verständnis der Götter und ihrer Macht. In den alten sumerischen Städten, die am Ufer des Euphrat und Tigris blühten, wurde der Himmel nicht nur als Leinwand für die Sonne, den Mond und die Sterne gesehen, sondern als ein lebendiges Abbild der Götterwelt. Im Mittelpunkt dieser kosmischen Ordnung stand An, der mächtige Gott des Himmels. Er war der oberste Gott im sumerischen Pantheon und verkörperte den gesamten Himmel. Die Sterne selbst wurden oft als seine Begleiter angesehen, und in der babylonischen Tradition wurde er besonders mit dem majestätischen Sternbild Draco in Verbindung gebracht. Nebenan regierte Enlil, der Gott des Windes, der Luft und der Stürme. Er war eng mit dem Planeten Jupiter verknüpft, der in der babylonischen Astrologie als mächtiger und königlicher Planet galt. Sein Einfluss erstreckte sich weit über den Himmel und beeinflusste das Schicksal der Menschen. Die Göttin Inanna, auch als Ishtar bekannt, brachte Licht in das menschliche Leben durch ihre vielfältigen Aspekte der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit. Inanna wurde mit dem Planeten Venus identifiziert, der als Morgen- und Abendstern bekannt war. Die Venus war in der sumerischen und babylonischen Astrologie von zentraler Bedeutung und galt als eine mächtige Kraft, die das menschliche Leben beeinflusste. Der Mondgott Nanna, oder Sin, war der Vater von Inanna und der Beschützer der Stadt Ur. Nanna wurde mit dem Mond in Verbindung gebracht, dessen Phasen eine zentrale Rolle im sumerischen Kalender und in der Zeitmessung spielten. Utu, der Sonnengott und Gott der Gerechtigkeit, stellte die Sonne dar und war einer der wichtigsten Götter im sumerischen Pantheon. Seine strahlende Präsenz symbolisierte Licht, Wahrheit und Gerechtigkeit, und sein Einfluss durchdrang alle Aspekte des menschlichen Lebens. Nicht zuletzt war Nergal der Gott des Krieges, des Todes und der Unterwelt. Er wurde mit dem Planeten Mars in Verbindung gebracht, der in vielen Kulturen als Symbol für Krieg und Zerstörung galt.
Die Sumerer und späteren Babylonier entwickelten ein komplexes System der Astrologie, in dem die Bewegungen der Himmelskörper als Ausdruck des Willens der Götter interpretiert wurden. Dieses System beeinflusste stark die religiösen und gesellschaftlichen Strukturen ihrer Zeit. Die Verbindungen zwischen den Göttern und den Himmelskörpern sind ein faszinierendes Beispiel dafür, wie alte Zivilisationen ihre Beobachtungen des Himmels in ihre religiösen und mythologischen Vorstellungen integrierten. So wurde An nicht nur mit den Sternen des Himmels identifiziert, sondern auch mit dem Äquatorhimmel, Enlil mit dem Nordhimmel und Enki mit dem Südhimmel. Diese himmlischen Zuordnungen spiegelten die kosmische Ordnung wider, die die alten Sumerer und Babylonier als göttliche Struktur ihres Universums betrachteten. Praktisch jede größere Gottheit im sumerischen Pantheon wurde als Schutzpatron einer bestimmten Stadt angesehen und sollte die Interessen dieser Stadt schützen. Es wurde angenommen, dass die Gottheit dauerhaft im Tempel dieser Stadt wohnt. Ein Text erwähnt bis zu 50 Anunnaki, die mit der Stadt Eridu in Verbindung stehen. Akkadische, babylonische und assyrisch-babylonische Darstellungen des Nationalgottes Marduk zeigen ihn als prominentes Mitglied der Anunnaki. Akkadische Texte des 2. Jahrtausends vor Christus folgen ähnlichen Darstellungen der Anunnaki wie in Inanas Abstieg in die Unterwelt, wo sie als Unterweltgottheiten verehrt werden. Während der altbabylonischen Zeit wird eine neue Gruppe von Gottheiten eingeführt, die als Igigi bekannt sind. Manchmal werden sie auch Igigu genannt. Die Beziehung zwischen Anunnaki und den Igigi ist nicht immer ganz klar. Bei einigen Gelegenheiten scheinen die Kategorien synonym verwendet zu werden, aber in anderen Schriften, wie das Gedicht von Erra, gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den beiden. Eine faszinierende Überlieferung besagt jedoch, dass die Anunnaki und die Igigi gemeinsam an der Erschaffung von Eden beteiligt waren. Diese Legende wird in verschiedenen sumerischen Texten erwähnt und gibt einen Einblick in die mythologische Vorstellung der alten Mesopotamier über die Schöpfung. Laut diesen Überlieferungen arbeiteten die Anunnaki und die Igigi Hand in Hand, um Eden zu errichten, ein Ort von paradiesischer Schönheit und Fülle. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen von Gottheiten wirft interessante Fragen über ihre Beziehung und ihren gemeinsamen Einfluss auf die Welt der Menschheit auf. Für alle, die mehr erfahren möchten, schaut euch die Anunnaki-Playlist an, in der ihr auch weitere Videos zu diesem faszinierenden Thema findet. Im späten akkadischen Atrahasis-Epos sind die Igigi die 6. Generation der Götter, die gezwungen sind, Arbeit für die Anunnaki zu verrichten. Nach 40 Tagen erheben die Igigi einen Rebellen, und der Gott Enki, einer der Anunnaki, schafft die Menschen aus dem Blut des Rebellenanführers Kingu, um die Igigi von der Mühsal der Arbeit zu befreien. Nach diesen sumerischen Überlieferungen sollen die Anunnaki die Menschen erschaffen haben, indem sie genetische Experimente durchführten und ihr eigenes Erbgut mit dem der primitiven Menschen vermischten. Diese Schöpfungsgeschichte wirft ethische und moralische Fragen auf und ist Gegenstand intensiver Debatten und kontroverser Interpretationen. Einige sehen darin einen mythologischen Bericht, andere interpretieren sie als Hinweis auf tatsächliche außerirdische Einflüsse auf die menschliche Evolution. Astronauten spekulieren zudem, dass Menschen mit rhesusnegativem Blut potenzielle Nachfahren der Anunnaki sind, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Königin Elisabeth II. Es wird spekuliert, dass die Anunnaki alle 3600 Jahre die Erde besuchen und möglicherweise in 800 Jahren wiederkehren könnten. Diese Theorien basieren hauptsächlich auf den Übersetzungen von Keilschrifttafeln, die angeblich von Zecharia Sitchin durchgeführt wurden. Sitchins Buchreihe Chroniken der Erde bildet das Fundament für diese Theorie. Heute werden die Anunnaki oft als das Äquivalent des alttestamentarischen Schöpfergottes dargestellt. Im Gegensatz dazu zeigt der Keilschriftkorpus, dass die Anunnaki in der antiken Welt als die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit verehrt wurden.
Die sumerische Mythologie wird geprägt durch ein Pantheon mächtiger Götter und Göttinnen. Überlieferungen zeigen, dass diese Götter mächtige kosmische Kräfte verkörpern, die menschliches Handeln, Naturphänomene und das Schicksal beeinflussen. Der Kern der Anunnaki-Mythologie konzentriert sich auf Götterpaare und ihre Nachkommen. Diese Familienstrukturen sind entscheidend, um die Hierarchie und Dynamik des gesamten Pantheons zu verstehen. Die Beziehungen innerhalb dieser göttlichen Familien zeigen sich in gegenseitiger Unterstützung, aber auch in Konflikten und Herausforderungen, die symbolisch für den natürlichen Lauf der Welt stehen. Die Macht und Bedeutung der Anunnaki konzentriert sich auf 4 zentrale Götterpaare. An und Ki, das erste Götterpaar. Ursprungskraft von Himmel und Erde. An, auch Anu oder Anum genannt, und Ki gelten als das Ursprungspaar der sumerischen Mythologie und sind die Verkörperung von Himmel und Erde. An wird als Herr des Himmels angesehen, während Ki, seine Gefährtin, als Göttin der Erde verstanden wird. Er ist der höchste Gott, eine Art Himmelsvater, der das Pantheon anführt und als Quelle der Autorität gilt. Ki hingegen, auch als Ninhursag oder Ninma bezeichnet, repräsentiert die fruchtbare Erde und das Leben, das aus ihr hervorgeht. Sie ist die Göttin des Landes, und ihre Verbindung mit An symbolisiert die Vereinigung von Himmel und Erde, eine archetypische Darstellung der Schöpfung. Die Beziehung zwischen An und Ki stellt die ursprüngliche Vereinigung von oben und unten dar und bildet somit die Grundlage des kosmischen Gleichgewichts. Dieses Götterpaar symbolisiert nicht nur die Existenz von Himmel und Erde als getrennte Sphären, sondern auch deren untrennbare Verbindung. Die mythologische Vorstellung, dass Himmel und Erde zunächst eine Einheit bildeten und durch die Schöpfung getrennt wurden, ist eine gängige Erklärung für die Ursprünge der Welt. An und Ki verkörpern diese Einheit und Trennung zugleich. In den Darstellungen wird An oft als eine ferne, unerreichbare Gottheit beschrieben. Er residiert im höchsten Himmelsbereich und greift nur selten in das irdische Geschehen ein. Trotzdem ist sein Einfluss allgegenwärtig, da er die göttliche Macht verkörpert und seine Energie in die nachfolgenden Göttergenerationen einfließen lässt. Ki hingegen hat eine direkte Verbindung zur Erde und den Menschen. Ihr Einfluss zeigt sich in der Fruchtbarkeit und im Wachstum der Erde, und sie wird oft als mütterliche Figur angesehen, die das Leben erhält und fördert. Ihre Beziehung und deren Ausdruck in Mythologie und Ritual. Die Verbindung zwischen An und Ki wird nicht als eine romantische oder leidenschaftliche Beziehung dargestellt, wie es in späteren mythologischen Erzählungen anderer Kulturen oft vorkommt. Stattdessen symbolisiert ihre Partnerschaft eine harmonische und notwendige Einheit, die das Fundament der gesamten Weltordnung bildet. In der mesopotamischen Kultur wurden die Götterrituale und Feste, die zu Ehren von An und Ki gefeiert wurden, oft mit kosmischen und jahreszeitlichen Veränderungen verbunden. In Tempeln wurden Rituale abgehalten, um ihre Anwesenheit auf der Erde zu ehren und ihre Rolle als mächtige Schöpfergötter zu bestätigen. Sie repräsentieren die grundlegenden Kräfte, aus denen die Welt hervorgeht, und bilden das Fundament für alle weiteren göttlichen Entitäten und deren Beziehungen. Enlil und Ninlil, das Paar der Luft und Fruchtbarkeit, Ordnung und Gleichgewicht. Enlil, der Gott der Luft, und Ninlil, die Göttin der Fruchtbarkeit, stellen ein dynamisches Duo dar, das für die Schaffung von Ordnung und Gleichgewicht im Universum verantwortlich ist. Enlil ist der Herrscher der Lüfte und wird oft als mächtigster Gott im mesopotamischen Pantheon angesehen. Ninlil ergänzt seine Kraft durch ihre Rolle als Fruchtbarkeitsgöttin, die den Lebenszyklus und die Erneuerung der Natur symbolisiert. Gemeinsam sind sie für die harmonische Interaktion zwischen den Elementen verantwortlich, die das Leben auf der Erde ermöglicht. Enki und Ninhursag, Götter des Wassers und der Fruchtbarkeit, Verkörperung von Leben und Heilung. Enki, der Gott des Wassers und der Weisheit, und Ninhursag, die Erdgöttin und Beschützerin der Fruchtbarkeit, bilden ein weiteres zentrales Götterpaar. Enki,
bekannt für seine Schöpfungsfähigkeit und sein Wissen, sorgt durch die Wasserressourcen für das Gedeihen der Natur. Ninhursag hingegen steht für die Erde, die das Leben nährt und erhält. Gemeinsam repräsentieren sie den Kreislauf des Lebens, die Heilung und die Verbindung zwischen Wasser und Erde, zwei essentielle Elemente für das florierende Ökosystem. Nanna, Sin und Ningal, die Bindeglieder zwischen den Elementen und der Menschheit. Nanna, auch bekannt als Sin, und seine Gemahlin Ningal sind ein bedeutendes Götterpaar im mesopotamischen Pantheon. Nanna, der Mondgott, symbolisiert den Rhythmus der Zeit und die Zyklen des Lebens, während Ningal, die Göttin der Fruchtbarkeit, die Verbindung zur Erde und zum Ackerbau darstellt. Ihre Kinder und Nachkommen stehen als Bindeglieder zwischen den Elementen und der Menschheit und tragen durch ihre eigenen Rollen zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ordnung und des Gleichgewichts im Kosmos bei. Die Mythen um die Anunnaki umfassen eine breite Palette von Erzählungen, von der Erschaffung der Welt und der Menschheit bis hin zur Bedeutung der Naturkräfte. Die Götterpaare bilden dabei eine komplexe kosmische Hierarchie, in der jeder eine bestimmte Rolle erfüllt. Durch die Beziehungen der Götterpaare wird symbolisch die Balance und Wechselwirkung zwischen verschiedenen Natur- und Himmelskräften dargestellt. In verschiedenen Mythen wird An als allsehender Gott beschrieben, der die Macht besitzt, über die Schicksale sowohl der Götter als auch der Menschen zu entscheiden. Er ist es, der den Göttern Aufgaben zuweist und ihre Positionen im Pantheon bestimmt. Ki hingegen ist als Göttin die nährende Kraft, die das Leben auf der Erde ermöglicht und erhält. Ihre Aufgabe ist es, die natürlichen Zyklen zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Erde fruchtbar bleibt. Die Verehrung dieser beiden Götter in Kombination zeigt die Bedeutung der Balance zwischen Himmelsmächten und irdischer Fruchtbarkeit. Die Nachkommen von An und Ki spielen eine zentrale Rolle im mesopotamischen Pantheon. Enlil und Enki sind die bekanntesten Kinder dieses göttlichen Paares und symbolisieren zwei wesentliche Aspekte der Schöpfung und der Natur. Enlil, der Gott der Luft und des Windes, wird oft als der dominante und energische Sohn dargestellt, während Enki als Gott des Wassers und der Weisheit eher eine unterstützende Rolle einnimmt. Enlil, als der Sohn von An und Ki übernimmt Enlil die Aufgabe, die Weltordnung zu überwachen und aufrechtzuerhalten. Er steht in enger Verbindung zu seinem Vater An, da er durch ihn die göttliche Macht und das Wissen über die kosmische Ordnung erlangt hat. Seine Stellung ist jedoch ambivalent, da er sowohl als gnädiger Beschützer als auch als strafender Gott auftritt, der Mensch und Natur gleichermaßen beeinflusst. Der zweite bedeutende Sohn, Enki, wird als der Gott der Weisheit und der Schöpfung angesehen. Er ist der Vermittler zwischen den Göttern und der Menschheit und wird oft als Erfinder und Beschützer dargestellt. Durch seine Mutter Ki hat Enki eine besondere Verbindung zur Erde und zu den natürlichen Ressourcen. Er bringt den Menschen Wissen und Technologien, die ihnen helfen, sich in der Welt zurechtzufinden. Die Rolle von An und Ki in Bezug auf ihre Kinder zeigt sich durch die Weitergabe von Macht und Verantwortung. Während An als Himmelsvater eine eher distanzierte Rolle einnimmt und durch seine Söhne handelt, ist Ki direkt mit der Erde und deren Fruchtbarkeit verbunden und überträgt diese Eigenschaft auf Enki, der die Ressourcen der Erde schützt und den Menschen hilft, sich ihrer zu bedienen. Die Nachkommen von An und Ki spiegeln daher die duale Natur ihrer Eltern wider. Enlil steht für den autoritären, übergeordneten Himmel, während Enki die schützende, lebensspendende Kraft der Erde repräsentiert. Enlil und Ninlil, Herkunft und kosmologische Bedeutung. Enlil ist einer der mächtigsten Götter der sumerischen Mythologie und der Sohn des Himmelspaars Anu und Ki. Als Gott der Luft und der Atmosphäre steht Enlil für die unsichtbaren Kräfte des Himmels und die Mächte, die sowohl das Wetter als auch die kosmische Ordnung beeinflussen. Er gilt als Herr der Stürme und des Windes und übernimmt im Pantheon eine führende Rolle, die direkt unter der seines Vaters Anu angesiedelt ist. In seiner Funktion kontrolliert er die Übergänge zwischen Himmel und Erde und steht sinnbildlich für das Element Luft,
das Leben, Bewegung und Veränderung ermöglicht. Ninlil, die Gefährtin von Enlil, ist die Göttin der Fruchtbarkeit und ebenfalls eng mit der Natur und dem Kreislauf des Lebens verbunden. Ihre Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin macht sie zur Hüterin des irdischen Lebens, und sie sorgt dafür, dass die Welt durch Wachstum und Erneuerung gedeihen kann. Ninlil wird manchmal als Inkarnation der Erdgöttin angesehen, da sie das Leben auf der Erde in Form von Pflanzen, Ernte und Fruchtbarkeit repräsentiert. Ihre Verbindung mit Enlil symbolisiert die Einheit von Himmel und Erde, eine kosmische Paarung, die das Gleichgewicht in der Natur fördert. Zusammen bilden Enlil und Ninlil ein mächtiges göttliches Paar, das die grundlegenden Kräfte von Luft und Fruchtbarkeit miteinander vereint. Während Enlil das Wetter und die atmosphärischen Bedingungen kontrolliert, bringt Ninlil Wachstum und Fülle auf die Erde. Die Verbindung dieser beiden Kräfte ist von zentraler Bedeutung für das Wohlergehen der Natur und der Menschen, die von den Rhythmen der Jahreszeiten und der Fruchtbarkeit des Bodens abhängen. Die Beziehung zwischen Enlil und Ninlil ist geprägt von Leidenschaft, Konflikten und letztlich Versöhnung. Ein bekannter Mythos, der die Liebesgeschichte zwischen den beiden erzählt, verdeutlicht die Herausforderungen und Opfer, die mit ihrer Beziehung einhergehen. In diesem Mythos zeigt sich auch die moralische Ordnung im Pantheon, die Enlils Macht durch Regeln und Konsequenzen begrenzt. Der Mythos Enlil und Ninlil beschreibt, wie Enlil Ninlil begegnet und ihr näherkommen möchte. Obwohl Ninlil Gefühle für ihn hat, mahnt die Göttin Ninhursag, eine Wächterin der göttlichen Ordnung, zur Vorsicht. Doch Enlil, von Verlangen getrieben, lässt sich nicht abhalten und nähert sich Ninlil trotz dieser Warnung. Daraufhin wird Enlil für sein Verhalten von den anderen Göttern in die Unterwelt, den sogenannten Kur, verbannt. Diese Verbannung symbolisiert eine Art göttlicher Strafe und zeigt, dass selbst der mächtige Enlil den Regeln und Ordnungen des Pantheons unterliegt. Trotz der Verbannung Enlils folgt ihm Ninlil in die Unterwelt, was ihre tiefe Bindung und Loyalität zu ihm zeigt. In der Unterwelt begegnen sich Enlil und Ninlil mehrfach, und bei jedem Zusammentreffen wird ein Kind geboren, das sowohl die Götterlinie als auch die Beziehung zwischen Himmel und Erde stärkt. Dieser Zyklus von Trennung und Wiedervereinigung symbolisiert den Kreislauf von Verlust und Erneuerung und unterstreicht die Unzertrennlichkeit von Enlil und Ninlil als göttliches Paar. Kinder und ihre Rolle im Pantheon. Aus der Verbindung von Enlil und Ninlil entstehen wichtige Götter, die wesentliche Aspekte des Pantheons und der natürlichen Welt repräsentieren. Ihre Nachkommen reflektieren die Kräfte ihrer Eltern und verdeutlichen, wie die mächtigen kosmischen Aspekte von Luft und Fruchtbarkeit in die göttliche Nachkommenschaft einfließen. Nanna, auch Sin genannt, der Mondgott, ist das bedeutendste Kind von Enlil und Ninlil. Als Gott des Mondes symbolisiert Nanna den Zyklus der Zeit und den kosmischen Rhythmus von Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit. Der Mondkalender spielte eine zentrale Rolle in der mesopotamischen Landwirtschaft und half den Menschen, die Zeit und die Jahreszeiten zu messen. Nanna wird häufig als gnädiger Gott beschrieben, der Weisheit und Stabilität verkörpert. Seine Verbindung zur Nacht und zum Licht des Mondes betont seine Funktion als Wächter über die Zeit und den Zyklus des Lebens. Nergal, ein weiterer Sohn von Enlil und Ninlil, ist eine komplexe Gestalt im Pantheon. Er wird oft als Gott der Unterwelt und der Zerstörung dargestellt und repräsentiert die dunklen und kriegerischen Aspekte des Lebens. Seine Macht umfasst sowohl die Krankheit als auch den Krieg, und seine Funktion im göttlichen System zeigt, dass das Pantheon nicht nur das Leben und die Fruchtbarkeit umfasst, sondern auch den Tod und das Ende. In seiner Rolle als Unterweltgott sorgt Nergal für den natürlichen Zyklus von Leben und Tod, der als notwendiger Teil des kosmischen Gleichgewichts betrachtet wird. Ein weiterer wichtiger Sohn von Enlil und Ninlil ist Ninurta, der Gott des Krieges und der Jagd. Ninurta wird als Beschützer der Menschheit angesehen, der die Grenzen des irdischen Lebens verteidigt und Feinde besiegt, die das Wohl der Welt bedrohen könnten.
Seine Rolle als Kriegergott zeigt sich besonders in Mythen, in denen er die chaotischen Kräfte bekämpft und dadurch Ordnung und Frieden bewahrt. Ninurta wird oft als Held dargestellt, der die Menschheit vor Bedrohungen schützt und die kosmische Ordnung durch seine kriegerischen Fähigkeiten sicherstellt. Diese Nachkommen von Enlil und Ninlil verkörpern wichtige Aspekte des kosmischen Gleichgewichts. Nanna symbolisiert den Kreislauf und die Ordnung der Zeit, Nergal steht für die dunklen und unausweichlichen Aspekte des Lebens, und Ninurta repräsentiert den Schutz und die Verteidigung der göttlichen und menschlichen Welt. Zusammen ergänzen diese Kinder die Funktionen und Kräfte ihrer Eltern und verdeutlichen, wie das Pantheon die menschliche Existenz in all ihren Facetten widerspiegelt. Kosmische Rollen: Enki als Gott des Wassers und der Weisheit, Ninhursag als Erdgöttin. Enki, auch bekannt als Ea, ist eine der zentralen Gottheiten der mesopotamischen Mythologie und spielt eine bedeutende Rolle als Gott der Weisheit, des Wassers und der Schöpfung. Er ist der Sohn von An und Ki und damit der Bruder von Enlil. Im Pantheon nimmt Enki eine wichtige Rolle als Vermittler und Förderer der menschlichen Zivilisation ein. Er wird oft als der Gott des Süßwassers dargestellt, das als Grundlage des Lebens und der Fruchtbarkeit gilt. Als Herr der Abzug, der unterirdischen Süßwasserquelle, sorgt Enki dafür, dass die Flüsse und Quellen der Erde Leben spenden und die Natur gedeihen kann. Zudem wird er als Gott der Weisheit verehrt, der Wissen und technologische Fähigkeiten an die Menschheit weitergibt. Ninhursag, auch bekannt als Ki, Ninmah oder Nintu, ist Enkis Partnerin und verkörpert die Erde und Fruchtbarkeit. Sie ist die Göttin des Bodens und des Ackerbaus und wird oft als Mutter der Götter bezeichnet, da sie in der mesopotamischen Mythologie häufig als Geburtshelferin oder als direkte Schöpferin des Lebens auftritt. Ihre Rolle ist eng mit der Fortpflanzung und dem Wachstum auf der Erde verbunden, und sie gilt als Beschützerin der Natur. Gemeinsam mit Enki bildet Ninhursag ein mächtiges Paar, das die Einheit von Wasser und Erde symbolisiert, zwei Elemente, die für das Leben und die Fruchtbarkeit unerlässlich sind. Diese Verbindung ist auch in den Mythen zu finden, in denen sie gemeinsam handeln, um die Schöpfung und Erhaltung des Lebens sicherzustellen. Enki wird häufig mit Fischen assoziiert, was seine Verbindung zu den Wasserressourcen weiter verdeutlicht. Er wird auch als Schöpfer des Menschen in einigen Mythen erwähnt, was seine zentrale Rolle in der mesopotamischen Schöpfungsgeschichte unterstreicht. Die Beziehung zwischen Enki und Ninhursag ist geprägt von einem dynamischen Wechselspiel aus Kooperation, Konflikt und Versöhnung. In mehreren Mythen wird beschrieben, wie Enki und Ninhursag zusammenarbeiten, um das Leben zu erschaffen und die Natur zu bewahren, doch es gibt auch Geschichten, die auf Spannungen zwischen ihnen hinweisen. Ein bekannter Mythos, der die Beziehung zwischen Enki und Ninhursag beleuchtet, ist der Mythos von Dilmun. Dilmun wird als eine paradiesische Region beschrieben, in der Krankheit und Tod nicht existieren und die Natur in vollkommener Harmonie blüht. In diesem Mythos sorgt Enki für die Bewässerung des Landes, sodass Dilmun zur fruchtbaren Oase wird, in der Ninhursag Leben schafft. Gemeinsam bringen sie die Vegetation und das Leben in die Region und sorgen so für Fruchtbarkeit und Wohlstand. Der Mythos nimmt jedoch eine Wendung, als Enki selbstherrlich von bestimmten Pflanzen isst, die Ninhursag erschaffen hat. Dieser Verstoß gegen die göttliche Ordnung führt dazu, dass Enki an mehreren Körperstellen erkrankt. Ninhursag ist zunächst verärgert über Enkis Unachtsamkeit, doch sie wird schließlich seine Heilerin, indem sie für jeden betroffenen Körperteil eine neue Gottheit schafft, um ihn zu heilen. Diese Handlung zeigt nicht nur ihre Rolle als Lebensbringerin, sondern auch als diejenige, die Heilung und Versöhnung bringen kann. Der Mythos von Enki und Ninhursag zeigt die Komplexität ihrer Beziehung, die durch Konflikt, aber auch durch Heilung und eine tiefe, untrennbare Bindung geprägt ist. Durch diesen Zyklus von Vergehen und Wiedergutmachung wird die Einheit von Enki und Ninhursag gestärkt, und ihre Rolle als Schöpfer und Erhalter des Lebens wird noch deutlicher. Ihre Verbindung symbolisiert das Prinzip, dass Leben nicht nur durch Schöpfung, sondern auch durch Wiederherstellung und Heilung erhalten bleibt. Diese Dynamik reflektiert die Balance zwischen menschlichem Handeln und der natürlichen Ordnung.
Die Nachkommen von Enki und Ninhursag spielen wichtige Rollen im Pantheon und sind bedeutend für die mesopotamische Religion und Kultur. Ihre Kinder und Nachfahren repräsentieren unterschiedliche Aspekte der Schöpfung und des Lebens, die Enki und Ninhursag in die Welt brachten. Die wichtigsten Nachkommen dieses göttlichen Paares. Ningal ist die Tochter von Enki und Ninhursag und eine bedeutende Göttin, die als Gemahlin von Nanna, auch Sin genannt, dem Mondgott, verehrt wird. Sie ist die Mutter von Utu, Sonnengott, und Inanna, auch Ishtar genannt. Durch ihre Rolle als Mondgöttin ist Ningal eng mit dem Zyklus der Zeit und den Nachtphasen verbunden, und sie wird für die Fruchtbarkeit und den Kreislauf des Lebens verehrt. Ihre Funktion als Mondgöttin unterstreicht die Bedeutung des Himmels für die landwirtschaftlichen Zyklen und das menschliche Leben. Marduk, der Sohn von Enki, spielt eine bedeutende Rolle, besonders im babylonischen Pantheon, wo er als Gott von Babylon verehrt wird. In der Erzählung des Enuma Elish, des babylonischen Schöpfungsmythos, wird Marduk als der Held dargestellt, der das Chaos bekämpft und die Weltordnung etabliert. Er besiegt Tiamat, das Ursprungschaos, und wird dadurch zum obersten Gott des babylonischen Pantheons erhoben. Marduk verkörpert die Stärke und Weisheit seines Vaters Enki und wird als Schutzgott der Stadt Babylon hoch verehrt. Durch ihn manifestiert sich Enkis Wissen und Schöpfungskraft in Form von Gerechtigkeit und Ordnung auf Erden. Diese Nachkommen verdeutlichen, wie die schöpferische und weise Natur von Enki in die nächste Generation übertragen wird, während die fruchtbare, lebenspendende Kraft von Ninhursag ebenfalls in ihren Nachkommen weiterlebt. Ihre Kinder übernehmen jeweils einzigartige Aufgaben, die den Fortbestand und die Weiterentwicklung der göttlichen Ordnung sicherstellen. Durch die Symbolik dieser Nachkommen wird die Einheit von Wasser, Erde, Weisheit und Fruchtbarkeit in verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens und der Natur verdeutlicht. Damit haben wir die Dynamik der Beziehung zwischen Enki und Ninhursag sowie die Bedeutung ihrer Nachkommen behandelt. Diese Nachkommen erweitern die schöpferischen, heilenden und lebenspendenden Kräfte ihrer Eltern und führen ihre Funktionen in unterschiedlichen Aspekten weiter. Kosmische Rollen: Nanna als Mondgott und Ningal als Göttin der Fruchtbarkeit. Nanna, auch bekannt als Sin, ist eine der zentralen Gottheiten der mesopotamischen Mythologie und spielt eine bedeutende Rolle als Gott des Mondes. Er ist der Sohn des Himmelsgottes Anu und der Erdgöttin Ki und wird oft als die männliche Verkörperung des Mondlichts betrachtet. Nanna wird mit dem Licht, der Zeit und den Zyklen in Verbindung gebracht und gilt als der Herrscher der Nacht. Seine Mondphasen sind von großer Bedeutung für die landwirtschaftlichen Praktiken und das menschliche Leben, da sie den Rhythmus der Jahreszeiten beeinflussen. Nanna wird häufig mit einem Halbmond dargestellt, was seine Identität als Mondgott symbolisiert. Ningal ist Nannas Gemahlin und eine wichtige Göttin, die als Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus verehrt wird. Sie wird oft als Mutter dargestellt, die das Wachstum und die Fortpflanzung auf der Erde unterstützt. Ihre Rolle in der mesopotamischen Mythologie ist eng mit der Natur und der Erzeugung von Leben verbunden. Ningal wird häufig mit Symbolen der Fruchtbarkeit dargestellt, wie etwa Pflanzen und Blumen. Gemeinsam bilden Nanna und Ningal ein mächtiges Paar, das die Einheit von Himmel und Erde verkörpert, Elemente, die für das Wachstum und die Fruchtbarkeit unerlässlich sind. Ihre Beziehung spiegelt sich in den Mythen wider, in denen sie als Eltern wichtiger Gottheiten auftreten, und verdeutlicht die Bedeutung ihrer Rolle in der Schöpfung. Die Beziehung zwischen Nanna und Ningal ist geprägt von einer harmonischen Verbindung, die die Balance zwischen den himmlischen und irdischen Kräften symbolisiert. In den Mythen wird oft betont, wie Nanna das Licht des Mondes spendet, während Ningal für die Fruchtbarkeit und das Wachstum auf der Erde sorgt. Diese Synergie ist entscheidend für die Lebenszyklen der Menschen und die Natur. Ein bemerkenswerter Mythos, der ihre Beziehung illustriert, ist der Mythos von Nanna und Ningal, in dem sie gemeinsam die Schöpfung von Utu, dem Sonnengott, und Inanna, auch Ishtar genannt, bewirken.
Utu repräsentiert das Licht und die Wärme der Sonne, während Inanna für Liebe, Fruchtbarkeit und Krieg steht. Ihre Kinder übernehmen bedeutende Rollen im mesopotamischen Pantheon und zeigen, wie die Qualitäten von Nanna und Ningal in die nächste Generation übertragen werden. Nachkommen und ihre Bedeutung für die göttliche und menschliche Welt. Die Nachkommen von Nanna und Ningal spielen eine zentrale Rolle in der mesopotamischen Religion und Kultur. Ihre Kinder repräsentieren verschiedene Aspekte des Lebens und der Schöpfung. Utu, auch bekannt als Shamash, ist der Sonnengott und symbolisiert Licht, Gerechtigkeit und Wahrheit. Er wird oft als Richter angesehen, der das Wohl und Wehe der Menschheit überwacht und Licht in die Dunkelheit bringt. Seine Rolle in der Mythologie unterstreicht die Bedeutung des Lichts für die menschliche Existenz. Inanna ist eine der bekanntesten Göttinnen des mesopotamischen Pantheons und verkörpert die leidenschaftliche und oft widersprüchliche Natur des Lebens. Sie ist die Göttin der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit und zeigt, wie die Qualitäten von Nanna und Ningal in ihrer leidenschaftlichen und komplexen Persönlichkeit weiterleben. Inanna ist die Enkelin von Enki und ist eine der bekanntesten und mächtigsten Göttinnen des mesopotamischen Pantheons. Inanna stiehlt in einem berühmten Mythos die Me von Enki, göttliche Kräfte, die das Wissen und die Ordnung der Zivilisation repräsentieren. Diese Handlung zeigt die dynamische Beziehung zwischen den Göttern und den Generationenwechsel im Pantheon. Inanna bringt diese Me zurück nach Uruk, ihrer Stadt, und etabliert so ihre eigene Machtbasis und Bedeutung für die menschliche Kultur. Enki, obwohl zunächst überrascht und zögerlich, akzeptiert letztlich Inannas Anspruch auf die göttlichen Kräfte, was den Generationenwechsel im Pantheon verdeutlicht und zeigt, wie Wissen und Macht weitergegeben werden. Durch ihre Kinder wird die schöpferische Kraft von Nanna und Ningal in der mesopotamischen Mythologie lebendig, wobei jede Gottheit einzigartige Aspekte des Lebens verkörpert. Diese Nachkommen verdeutlichen, wie die Einheit von Himmel und Erde, Licht und Fruchtbarkeit in verschiedenen Facetten des menschlichen Lebens und der Natur zum Ausdruck kommt. Als nächstes werden wir uns auf die Nachkommen der Anunnaki-Götterpaare konzentrieren und die Bedeutung der zweiten und dritten Göttergeneration für die kosmische Ordnung und die Menschheit näher beleuchten. Die Götterpaare der Anunnaki, insbesondere Anu und Ki, Enlil und Ninlil, Enki und Ninhursag sowie Nanna und Ningal, sind durch ihre Nachkommen eng miteinander verbunden. Die Kinder dieser göttlichen Paare prägen das mesopotamische Pantheon mit ihren einzigartigen Kräften und Funktionen und spielen eine wichtige Rolle für die kosmische Ordnung und die menschliche Kultur. Die Beziehungen und Fähigkeiten dieser Götterkinder spiegeln die Qualitäten ihrer Eltern wider und erweitern deren Einflüsse auf verschiedene Aspekte des Lebens. Nanna und Ningal, Ursprung und Bedeutung ihrer Kinder. Nanna, auch als Sin bekannt, ist der Mondgott und Sohn des Götterpaares Enlil und Ninlil. Seine Bedeutung geht weit über die Funktion eines Lichtbringers hinaus. Der Mondzyklus, den Nanna repräsentiert, spielt eine zentrale Rolle im mesopotamischen Kalender und ist eng mit der landwirtschaftlichen Planung verbunden. Seine Gemahlin, Ningal, ist die Tochter von Enki und Ninhursag und gilt als die Göttin des Schilfes und der Vegetation. Ningal wird oft als Schutzgöttin angesehen, die ihre Familie und ihre Stadt mit Wohlstand und Ernte segnet. Das Paar lebt in Harmonie und symbolisiert den ewigen Rhythmus von Zeit und Natur. Ihre Beziehung steht für die Zyklen von Tag und Nacht sowie den beständigen Lauf der Natur und Zeit. Die Beziehung von Nanna und Ningal verkörpert eine sanfte, aber kraftvolle Vereinigung, die für Harmonie und Beständigkeit sorgt. Durch die Zyklen, die sie beherrschen, unterstützen sie das Gleichgewicht der Natur und bieten Orientierung für den Kalender und das landwirtschaftliche Leben der mesopotamischen Gesellschaft. Die Kinder von Nanna und Ningal bringen Licht und Leidenschaft in die göttliche Welt und in die menschliche Gesellschaft. Während Utu für Gerechtigkeit, Transparenz und Tageslicht steht, repräsentiert Inanna die komplexen, oft gegensätzlichen Gefühle und Triebe, die in der Natur und in den Menschen vorhanden sind.
Gemeinsam verkörpern sie die Polaritäten und Herausforderungen des Lebens und prägen damit den kosmischen und menschlichen Bereich. Die Nachkommen der Anunnaki in der zweiten und dritten Generation. Die Nachkommen der Anunnaki-Götterpaare breiten die Macht und die Einflüsse ihrer Eltern über verschiedene Aspekte der Welt aus. Jede göttliche Familie im Pantheon bringt Kinder hervor, die wesentliche Kräfte der Natur und des Universums verkörpern. Die zweite und dritte Generation der Götter umfasst sowohl wichtige Mitglieder des Pantheons als auch göttliche Wesen, die spezifische Funktionen haben. Nergal, der Gott des Todes und der Unterwelt, steht für die dunklen und unausweichlichen Aspekte des Lebens, wie Krankheit und Krieg. Er repräsentiert die Kräfte des Chaos und der Zerstörung und hat die Aufgabe, die Ordnung des Lebenszyklus zu bewahren. Seine Macht über die Unterwelt verdeutlicht die Vorstellung, dass Tod und Leben untrennbar verbunden sind und ein notwendiger Teil der kosmischen Ordnung sind. Ninota ist der Gott des Krieges und der Jagd und wird als Verteidiger des Landes und der kosmischen Ordnung verehrt. Seine Rolle als Krieger zeigt seine Funktion als Schützer der Welt, der gegen die Mächte des Chaos kämpft. Mythen schildern ihn oft als Helden, der die Menschheit vor Bedrohungen bewahrt und die Ordnung der Natur verteidigt. Marduk, der Held des babylonischen Schöpfungsmythos, spielt eine herausragende Rolle im babylonischen Pantheon, wo er als oberster Gott von Babylon verehrt wird. Seine Stärke und Weisheit spiegeln Enkes schöpferische Macht wider, und Marduk wird zum Symbol der Gerechtigkeit und des Schutzes über die Stadt Babylon. Utu ist der Sonnengott und der direkte Sohn von Nanna und Ningal. Während sein Vater den Mond repräsentiert und die Nacht erhält, symbolisiert Utu das Tageslicht und steht für Gerechtigkeit und Wahrheit. In der mesopotamischen Religion gilt Utu als unbestechlicher Richter, der sowohl über die Menschen als auch über die Götter urteilt. Da die Sonne alles ans Licht bringt und nichts verborgen bleibt, ist Utu der Gott der Klarheit und Transparenz symbolisiert. Er wird oft als Verteidiger der Schwachen und als Gerechter dargestellt, der für Ordnung sorgt und diejenigen, die Unrecht tun, bestraft. Die enge Verbindung zwischen Nanna und Utu zeigt den Übergang von der Nacht in den Tag und verdeutlicht den Zyklus, der durch Vater und Sohn stabilisiert wird. Die Göttin Inanna ist die Tochter von Nanna und Ningal und eine der facettenreichsten und dynamischsten Gottheiten des mesopotamischen Pantheons. Inanna verkörpert Liebe, Fruchtbarkeit und Krieg und wird als eine unabhängige und mächtige Figur verehrt. Sie ist sowohl die Göttin der Leidenschaft und Sinnlichkeit als auch der Zerstörung und des Kampfes. Durch ihre Ambivalenz verkörpert sie die duale Natur der menschlichen Existenz, Liebe und Zorn, Leben und Tod. Inannas Beziehung zu ihrem Großvater Enki ist ebenfalls von Bedeutung. In einem berühmten Mythos überlistet sie Enki und bringt die göttlichen Mächte und das Wissen der Zivilisation nach Uruk. Inanna ist damit nicht nur eine Göttin des Krieges und der Liebe, sondern auch eine Förderin der Zivilisation und Kultur. Diese zweite und dritte Generation der Anunnaki-Götter sind tief in die kosmische Ordnung und die natürlichen Zyklen eingebunden. Ihre Existenz repräsentiert verschiedene Aspekte der Welt, die über Leben und Tod hinausgehen. Während einige von ihnen lebensspendende Kräfte verkörpern, wie die Fruchtbarkeit oder das Licht, repräsentieren andere den Tod und die Dunkelheit als unausweichliche Bestandteile des Lebens. Gemeinsam schaffen sie ein vollständiges Bild der natürlichen Ordnung und verweisen auf die komplexe Beziehung zwischen den verschiedenen göttlichen Kräften. Die Nachkommen der Anunnaki spielten eine entscheidende Rolle in der mesopotamischen Gesellschaft, die sich durch ihre Hingabe an diese Gottheiten auszeichnete. Jedes göttliche Paar und ihre Nachkommen prägten verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens und unterstützten die Menschen in ihren täglichen Herausforderungen. Durch Rituale, Gebete und Opferungen suchten die Menschen den Segen dieser Gottheiten, um ihr Leben zu verbessern und Harmonie mit der Natur und der kosmischen Ordnung zu erreichen. Die mythologischen Erzählungen und die Rolle der Götter als Vermittler zwischen Mensch und Natur gaben den Menschen das Gefühl, dass sie Teil einer größeren Ordnung waren, die vom Pantheon der Anunnaki überwacht und gelenkt wurde.
Die Kinder der Anunnaki-Götterpaare erweiterten das göttliche Einflussgebiet auf alle Lebensbereiche und sorgten für Balance und Stabilität im kosmischen und menschlichen Reich. Ihnen wird auch nachgesagt, den Menschen wichtiges Wissen und technologische Fähigkeiten vermittelt zu haben, die die Grundlage für die menschliche Zivilisation bildeten. Edward Lipinski analysierte 1971 mehrere antike Texte, darunter die altbabylonische Version des Gilgamesch-Epos, und identifizierte den Berg Hermon und den Libanon als Wohnort der Anunnaki. Er zitiert Zeilen aus dem Gilgamesch-Epos, in denen von der Vernichtung Humbabas des Wächters der Götterwohnung berichtet wird, und den beiden Hauptfiguren, Gilgamesch und Enkidu, die die geheime Unterkunft der Anunnaki öffnen. Lipinski argumentiert, dass ältere mesopotamische und nahöstliche kanaanitische Texte auf den Zedernwald des Berges Hermon als Wohnort der Anunnaki hinweisen. Er glaubt, dass der südliche Ausläufer des Anti-Libanon, der Berg Hermon, der Ort ist, an dem die Anunnaki in der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos wohnten. Er weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt und diese Tradition mit dem Eid verbindet, den die Wächter in 1 Henoch schwören. Lipinski schließt daraus, dass der Berg Hermon der kosmische Berg ist, der die Erde mit dem untersten Himmel verbindet, und dass die himmlischen Wesen sich auf dem Gipfel des Berges Hermon versammeln, da dieser der Berg der Götter, der kananäische Olymp ist. Das Gebiet ist reich an jahrtausendealten Altären und war noch zur Zeit Konstantins des großen Schauplatz von Kultstätten und Ritualen. Gilgamesch war in der antiken Welt dafür bekannt, Wissen aus der Welt vor der Sintflut erlangt zu haben. Dies schließt den Kreis zu Lipinskis Interpretation der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos, in der der alte König zum Berg Hermon reist, dem Wohnort der Anunnaki. Die Anunnaki, die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit. Ein Pantheon von Göttern, die die Kinder des Himmelsgottes An und seiner Schwester Ki waren. Dies entspricht der biblischen Tradition, nach der die Sterblichen aus dem Staub der Erde geschaffen wurden. Ki wurde ursprünglich nicht als Gottheit betrachtet und erst viel später in der Geschichte des Mythenzyklus in den Rang einer Göttin erhoben. Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki aus einer Vereinigung zwischen einem Himmelsgott und einer sterblichen Frau hervorgingen, die später in mythischen Traditionen vergöttlicht wurde. Ki ist das sumerische Zeichen für Erde, die Gefährtin von An wird oft als Personifizierung der Erde selbst betrachtet. Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ist der biblischen und außerbiblischen Tradition der Nephilim sehr ähnlich. Nun möchte ich nochmals einen etwas genaueren Blick auf die Igigi werfen, denn diese spielten eine zentrale Rolle in den Aufgaben und Herausforderungen, die die Anunnaki bei der Erschaffung und Organisation der frühen Zivilisationen zu bewältigen hatten. Die Igigi unterstützten die Anunnaki bei der Errichtung der ersten Städte und bei der Kultivierung von Eden, dem sagenhaften Ort, der als Wiege der Menschheit gilt. Doch diese Zusammenarbeit war nicht immer harmonisch. Es gab Spannungen, die schließlich zu einer Rebellion führten, ein Ereignis, das sowohl in den sumerischen Texten als auch in späteren Überlieferungen ausführlich beschrieben wird. War Eden wirklich ein Paradies, wie wir es uns heute vorstellen, oder eher ein hochentwickeltes Zentrum, in dem die Menschen unter der Aufsicht der Anunnaki und Igigi ihre ersten Schritte als Zivilisation machten? In dieser Erzählung verweben sich mythologische Traditionen mit spekulativen Theorien über fortgeschrittene Technologien und die Ursprünge der Menschheit. Bleibt dran, um mehr über die geheimnisvolle Verbindung zwischen diesen beiden mächtigen Gruppen und die verborgene Wahrheit hinter den Legenden von Eden zu erfahren. Tauchen wir ein in die Welt der sumerischen Mythen und die potenziellen technologischen Errungenschaften der Anunnaki und Igigi. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf Nibiru, den Heimatplanet der Anunnaki, und den Mythos der großen Flut. Das sumerische Eden, auch bekannt als die mesopotamische Steppe Eden, wird in sumerischen Texten als eine fruchtbare Region beschrieben,
die sich wahrscheinlich im südlichen Mesopotamien, dem heutigen Irak, befand. Die Zusammenarbeit zwischen den Anunnaki und den Igigi bei der Kultivierung von Eden war ein komplexer Prozess, der verschiedene Aspekte der Terraformung, Landschaftsgestaltung, Bewässerung, genetischen Ingenieurwissenschaften und Bauverfahren umfasste. Die Igigi, eine Gruppe semitischer Gottheiten, standen zunächst im Dienste des sumerischen Pantheons der Anunnaki-Götter und fungierten als Arbeiter und Diener der Anunnaki auf der Erde. Gemäß dem semitischen Atrahasis-Epos waren die Igigi die 6. Generation jüngerer Gottheiten, die für die Anunnaki arbeiten mussten. Der Begriff Igigi ist akkadischen Ursprungs und wird oft synonym mit den sumerischen Begriffen für Götter verwendet. Die genaue Etymologie des Wortes ist unklar, aber es wird angenommen, dass es Himmelsgötter oder die Wachen des Himmels bedeutet. Die Igigi waren eine Untergruppe der göttlichen Hierarchie und standen in einem komplexen Verhältnis zu den Anunnaki, die als Hauptgötter und Schöpfer galten. Sie wurden in der mesopotamischen Kunst und Literatur oft symbolisch dargestellt. Sie wurden manchmal als Sterne am Himmel beschrieben, was ihre Rolle als himmlische Wachen betonte. In den Tempeln und Schreinen wurden den Igigi Opfer dargebracht, und sie wurden in Gebeten und Hymnen angerufen, um Schutz und Hilfe zu erbitten. Die Theorie der antiken Astronauten legt nahe, dass die Igigi den Anunnaki ähnlich waren und sich in einer stabilen Umlaufbahn um unseren Planeten befanden. Sie wurden im Wesentlichen als Vermittler zwischen unserer Erde und Nibiru angesehen. Die Theorie, dass die Anunnaki von Nibiru stammen, ist zentral für die Präastronautik. Es wird behauptet, dass diese Wesen von Nibiru aus zur Erde kamen, um Rohstoffe wie Gold zu gewinnen, das sie angeblich für technologische oder atmosphärische Zwecke benötigten. Dabei sollen sie die Menschheit genetisch erschaffen oder manipuliert haben, um sie als Arbeiter einzusetzen. Einige Theorien postulieren, dass Nibiru in bestimmten Zeitabständen die Nähe der Erde erreicht, was dramatische Folgen für unseren Planeten haben könnte. Es wird spekuliert, dass dieser Himmelskörper, wenn er sich der Erde nähert, durch seine Schwerkraft geologische und klimatische Veränderungen auslösen könnte, darunter Erdbeben, Vulkanausbrüche und möglicherweise sogar Massensterben. Die Idee, dass Nibiru ein realer Planet sein könnte, basiert auf modernen Versuchen, alte Texte mit astronomischen Theorien zu verknüpfen. Einige Forscher behaupten, Nibiru könnte Teil eines unbekannten Sonnensystems sein, das eine langgestreckte, elliptische Umlaufbahn hat. Solche Spekulationen stützen sich auf die Hypothese eines Planet X, eines bislang unentdeckten Himmelskörpers, der durch gravitative Anomalien im äußeren Sonnensystem vermutet wird. Die Ursprünge von Nibiru liegen in der antiken babylonischen Mythologie. In Texten wie dem Enuma Elish wird Nibiru als eine der wichtigsten Gottheiten erwähnt, die eng mit Marduk, dem babylonischen Hauptgott, verbunden ist. Die Erzählungen der Enuma Elish und anderer Texte beschreiben Nibiru als einen bedeutenden Akteur in der babylonischen Schöpfungsgeschichte und als Schlüsselfigur im kosmischen Drama. Die Interpretationen von Nibiru als göttliche Figur variieren je nach Kontext und Quelle. Einige Forscher betrachten Nibiru als eine Personifizierung des Himmels, der kosmischen Ordnung oder als eine Art himmlischen Wegweiser, der die Bewegungen der Sterne und Planeten lenkt. Aus mythologischer Sicht wird Nibiru oft mit Transformation und Übergängen assoziiert. Im Enuma Elish wird Nibiru als Kreuzungspunkt beschrieben, ein Ort, an dem kosmische Kräfte sich treffen. Diese Vorstellung hat viele Präastronautik-Theoretiker dazu inspiriert, Nibiru als eine Art Knotenpunkt zu sehen, der den Austausch von Wissen und Technologie zwischen außerirdischen Zivilisationen ermöglicht. Andere Interpretationen sehen Nibiru möglicherweise als eine göttliche Instanz, die über den Übergang zwischen Himmel und Erde wacht und eine vermittelnde Rolle zwischen den göttlichen und menschlichen Sphären einnimmt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Mythologie reich an Symbolik und metaphorischer Bedeutung ist,
und daher können verschiedene Interpretationen von Nibiru als göttliche Figur existieren, die sich auf unterschiedliche Aspekte der menschlichen Existenz und des Kosmos beziehen. Nibiru bleibt ein faszinierendes Konzept, das die Brücke zwischen antiker Mythologie und moderner Spekulation schlägt, ein Symbol für die Suche nach Antworten auf die größten Geheimnisse unserer Vergangenheit und des Kosmos. Heute wissen wir aus verschiedenen Überlieferungen, dass die Anunnaki als Götter der oberen Süßwasserhimmel und die Igigu als Götter im unteren kosmischen Ozean betrachtet wurden und zusammenarbeiteten, um die mesopotamische Steppe zu formen und bewohnbar zu machen. Durch eine spezialisierte Arbeitsteilung gestalteten sie die Landschaft neu, um fruchtbare Böden zu schaffen und ein geeignetes Klima für menschliche Besiedlung und Landwirtschaft zu etablieren. Sie errichteten große Städte und Monumente in Mesopotamien, wie die legendäre Stadt Eridu und das Ziggurat von Ur, was auf ihre Beherrschung von Bautechniken und architektonischem Wissen hinweist. Dies könnte die Verwendung von hochentwickelten Werkzeugen, Maschinen und ingenieurtechnischen Prinzipien umfassen. Der Ziggurat von Ur wurde im frühen 21. Jahrhundert vor Christus während der Herrschaft von König Urnammu, dem Gründer der dritten Dynastie von Ur, erbaut. Dies datiert seine Konstruktion etwa auf die Zeit zwischen 2100 und 2050 vor Christus. Der Ziggurat war dem Mondgott Nanna gewidmet und diente sowohl als religiöses Zentrum als auch als beeindruckendes architektonisches Monument in der antiken Stadt Ur, die im heutigen Südirak liegt. Es ist eines der am besten erhaltenen Beispiele für die monumentale Baukunst der sumerischen Kultur. Es gibt Belege dafür, dass die Stadt Eridu sogar noch früher, nämlich im 4. Jahrtausend vor Christus erbaut wurde, und der Bau am Tempel von Enki-Iapzu in Eridu erfolgte während der Phasen Eridu 11 bis Eridu II, die in das 4. Jahrtausend vor Christus fallen. Die Bewässerung und Wasserwirtschaft spielten eine entscheidende Rolle. Die Anunnaki und Igigu entwickelten fortgeschrittene Bewässerungssysteme und Wasserwirtschaftstechnologien, einschließlich Kanälen, Dämmen und anderen hydraulischen Infrastrukturen, um Wasser zu verteilen und Überschwemmungen zu kontrollieren. Südmesopotamien war im Wesentlichen agrarisch und war auf künstliche Bewässerung angewiesen. Die frühesten keilschriftlichen Belege für vollständig entwickelte Bewässerungsnetze stammen aus königlichen Inschriften und Archivdokumenten aus einem Tempelarchiv der Stadt Lagash, um 2475 bis 2315 vor Christus. Diese Quellen dokumentieren ein vierstufiges Bewässerungssystem, das wahrscheinlich nach der Vereinigung des Staates durch Urnansche und Ernatum etabliert wurde. Der Bau der Hauptkanäle und Regulatoren wurde vom Herrscher durchgeführt, der auf die Zwangsarbeit der Tempelarbeiter angewiesen war. Die Tempel waren für die Instandhaltung der unteren Bewässerungsstrukturen wie Verteiler und Dämme auf ihren Feldern verantwortlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die genetische Ingenieurwissenschaft. Texte legen nahe, dass die Anunnaki fortschrittliche Biotechnologien verwendeten, um die ersten Menschen zu erschaffen. Sie mischten ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten, um eine neue Rasse fähiger und erlernbarer Wesen zu erschaffen. Der Schöpfungsmythos, in dem die Anunnaki göttliches Blut mit irdischer Materie vermischen, um Menschen zu formen, hat Spekulationen über fortgeschrittene Technologien ausgelöst. Diese Interpretation könnte nahelegen, dass die Anunnaki die Igigi tatsächlich als eine Art Arbeitskraft oder Diener für ihre Tätigkeiten auf der Erde erschaffen haben, ähnlich wie einige menschliche Schöpfungsmythen die Erschaffung von Dienern oder Helfern durch höhere Wesen beschreiben. Die Idee, dass sie in der Lage waren, ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten zu verschmelzen, um eine neue Spezies zu schaffen, legt nahe, dass sie fortgeschrittene Methoden der genetischen Manipulation hatten. Diese Spekulationen zeigen, dass der Schöpfungsmythos der Anunnaki nicht nur für spirituelle und mythologische Interpretationen geeignet ist, sondern auch dazu dient, über das potenzielle technologische Können einer überlegenen Zivilisation nachzudenken.
Darüber hinaus wurden die Anunnaki als Lehrer betrachtet, die Weisheit, Gesetze und moralische Kodizes vermittelten. Dies legt nahe, dass sie robuste Systeme zur Bewahrung und Übertragung ihres fortgeschrittenen Wissens und ihrer Technologien über Generationen hinweg entwickelt hatten. Trotz ihrer Zusammenarbeit entstand später ein Konflikt zwischen den Anunnaki und den Igigi, der aus der Unzufriedenheit der Igigi mit ihrer Zwangsarbeit für die Anunnaki resultierte. Dies führte zu einer offenen Rebellion unter Führung von Kingu, die jedoch von den Anunnaki unterdrückt wurde. Als Folge beschloss der Rat der Anunnaki, Menschen zu erschaffen, um die Arbeit der Igigi zu übernehmen. Die Erschaffung der Menschheit, die aus dem Blut und Geist des rebellischen Igigi-Führers Kingu und Lehm durch den Gott Enki entstand, markierte einen Wendepunkt in der sumerischen Schöpfungsmythologie. Diese neuen Kreaturen trugen etwas Göttliches, aber auch etwas Aufsässiges in sich, da sie teilweise von dem Igigi-Führer Kingu abstammten. Nachdem sich die Menschheit vermehrt und unruhig geworden war, beschlossen die Götter, sie durch Plagen zu dezimieren. Enki riet jedoch den Menschen, Geschenke und Gebete von den Göttern zurückzuhalten, bis einer von ihnen die Plagen stoppen würde. Als sich dies nach weiteren 1200 Jahren wiederholte, beschlossen die Götter schließlich, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Die Geschichte der Anunnaki und der großen Flut ist in mehreren antiken nahöstlichen Mythen erhalten, besonders im Atrahasis-Epos aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Dieses Epos ist eine Fusion verschiedener sumerischer Themen und älterer mythologischer Konzepte und erzählt von einer massiven Flut, die das Schicksal der Menschheit für immer veränderte. In den uralten Zeiten, als Himmel und Erde noch jung waren und die Götter die Geschicke der Welt bestimmten, lebten die Anunnaki, die mächtigen Götter von Himmel und Erde. Unter ihnen waren Enlil, der Gott des Windes und der Erde, und Enki, der Gott des Wassers und der Weisheit. Die Menschheit, frisch geschaffen und zahlreich wachsend, lebte in den fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens. Doch die Menschen waren laut. Ihr Lachen, Weinen und Arbeiten drang bis zu den himmlischen Hallen der Götter. Besonders Enlil, der auf seine Ruhe bedacht war, empfand ihren Lärm als störend und beschloss, dem ein Ende zu setzen. Er rief die Götter zu einem Rat zusammen und sprach: Die Menschen sind zu zahlreich geworden und ihr Lärm ist unerträglich. Wir müssen sie vernichten und die Erde reinigen. Die anderen Götter stimmten zu und beschlossen, eine große Flut zu senden, die alles Leben auslöschen würde. Aber Enki, der mitfühlende Gott, konnte nicht zulassen, dass seine Schöpfung vollkommen zerstört würde. Er beschloss heimlich zu handeln. In der Stille der Nacht sprach Enki zu Ziusudra, einem weisen und gerechten Mann. Durch eine Mauer hindurch flüsterte er ihm: Ziusudra, höre mich an. Die Götter haben beschlossen, eine Flut zu senden, die alles Leben vernichten wird. Du musst ein großes Boot bauen, es mit deiner Familie und allen Arten von Tieren füllen und so das Leben bewahren. Ziusudra, der den Worten des Gottes vertraute, begann sofort mit der Arbeit. Tag und Nacht baute er an der Arche, einem gewaltigen Boot, das den kommenden Wassermassen standhalten konnte. Er sammelte seine Familie und Paare von allen Tieren, um sie zu retten. Dann kam der Tag, an dem der Himmel sich verdunkelte und die Erde zu beben begann. Regenmassen ergossen sich vom Himmel und die Flüsse traten über ihre Ufer. Die Flut, die die Götter beschlossen hatten, überrollte das Land und verschlang alles Leben. Tag um Tag, Nacht um Nacht tobten die Wasser, bis schließlich nichts mehr außer der endlosen Wasserfläche zu sehen war. Ziusudra ließ Vögel frei, um zu prüfen, ob das Land wieder trocken war. Als die Vögel nicht zurückkehrten, wusste er, dass das Land wieder bewohnbar war. Doch Ziusudras Arche trieb sicher über die Fluten. Nach vielen Tagen und Nächten begann das Wasser zu sinken. Die Arche strandete schließlich auf einem hohen Berg. Er verließ die Arche und brachte Opfergaben dar, um den Göttern zu danken. Enlil, der zuerst erbost war, dass jemand überlebt hatte, erkannte schließlich die Weisheit in den Handlungen von Enki.
Er segnete Ziusudra und seine Familie und gewährte ihnen ewiges Leben, damit sie in den Bereich der Götter aufsteigen konnten. So endete die große Flut, und das Leben auf der Erde begann von neuem, bewahrt durch die Gnade und Weisheit von Enki und dem Gehorsam Ziusudras. Die Menschheit lebte weiter, lernte aus ihrer Vergangenheit und ehrte die Götter, die sie erschaffen und gerettet hatten. Eine Version der sumerischen Königsliste führt Atrahasis sogar als historische Figur auf, den Sohn von Ubaratütü, dem König von Shuruppak. Das Atrahasis-Epos beeinflusste auch das Gilgamesch-Epos, und Teile davon wurden fast wörtlich übernommen. Die Flutgeschichte in den mesopotamischen Mythen weist starke Parallelen zur biblischen Flutnarrative auf und gilt als weit verbreitetes Motiv in den Schöpfungsmythen des antiken Nahen Ostens. Die Unterschiede und Parallelen zwischen den mesopotamischen und biblischen Versionen betonen die kulturellen und theologischen Nuancen. In der sumerischen Version dauert die Flut nur 6 bis 7 Tage, im Vergleich zu den 40 Tagen in der biblischen Erzählung. Im Atrahasis-Epos warnt der Gott Enki den Fluthelden und hilft ihm beim Bau eines Schiffes. In der Bibel ist es Gott selbst, der Noah anweist, die Arche zu bauen. Das göttliche Motiv hinter der Flut ist ebenfalls unterschiedlich. In den sumerischen Texten entscheiden sich die Götter für die Flut, weil die Menschheit zu zahlreich und unruhig geworden ist. Im Gegensatz dazu wird die Flut in der Bibel als Gottes Strafe für die Sündhaftigkeit der Menschheit dargestellt. In den sumerischen Mythen wird die Flut nicht als einzelnes kataklysmisches Ereignis betrachtet, das die Menschheitsgeschichte in vor- und nachflutige Ähren teilt. Im Gegensatz dazu markiert die Flut in der Bibel einen klaren Wendepunkt in der menschlichen Geschichte. Diese Unterschiede spiegeln die Vielfalt kultureller und theologischer Perspektiven wider, die in verschiedenen Zivilisationen und Religionen existieren, und wie sie gemeinsame Themen wie die Flut interpretieren. Ein Vergleich der sumerischen und biblischen Flutgeschichten mit ähnlichen Erzählungen in anderen Kulturen und Zivilisationen enthüllt die faszinierende Universalität dieses Motivs in der menschlichen Geschichte. In zahlreichen Kulturen auf der ganzen Welt finden sich Flutmythen, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, aber dennoch erstaunliche Parallelen aufweisen und tiefe Einblicke in die menschliche Psyche, die Natur und die Beziehung zwischen Mensch und Göttlichkeit bieten. Die Parallelen zu anderen Flutmythen sind deutlich erkennbar. Eine göttliche Macht steht immer im Zentrum der Erzählung, die über das Schicksal der Menschheit entscheidet und das Überleben ermöglicht. Diese Geschichten reflektieren eine universelle menschliche Erfahrung und den Glauben an eine höhere Macht, die in Krisenzeiten eingreift, um das Leben zu retten und einen Neuanfang zu ermöglichen. Die bemerkenswerten Parallelen verdeutlichen die kulturelle Durchdringung und den universellen Charakter des Flutmotivs, das tief in der menschlichen Vorstellungskraft verankert ist. Die Vorstellung einer großen Flut, die alles Leben auf der Erde bedroht, und die Hoffnung auf Rettung und Neuanfang durch göttliche Intervention sind Themen, die sich in verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten wiederholen. Sie reflektieren die menschliche Sehnsucht nach Überleben und Erneuerung sowie den Glauben an eine höhere Macht, die das Schicksal der Menschheit lenkt. Diese Vergleiche bieten nicht nur interessante Einblicke in kulturelle Austauschprozesse, sondern ermutigen auch dazu, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen zu schätzen und zu feiern, während wir unsere gemeinsame menschliche Erfahrung erkunden. Trotz ihrer Unterschiede haben die Mythen der Anunnaki und Igigi-Götter in der sumerischen und akkadischen Tradition nichts von ihrer Faszination verloren. Sie werfen grundlegende Fragen auf, die die menschliche Vorstellungskraft seit Jahrhunderten beflügeln und die Grundlagen unseres Daseins herausfordern. Eine mögliche Überlegung wäre die Frage nach dem Zweck und Schicksal der Menschheit in der Welt, die aus den sumerischen Mythen abgeleitet werden kann. Die Vorstellung, dass die Menschheit als Produkt göttlicher Schöpfung entstanden ist, wirft Fragen nach unserer Beziehung zu den Anunnaki und Igigi auf. Sind wir nur Diener, oder haben wir ein größeres Schicksal?
Diese Überlegungen führen zu einem tieferen Verständnis unserer Rolle im Universum und unserer Verantwortung gegenüber höheren Mächten. Die Unterwelt des alten Mesopotamiens, oft als Kur oder Irkalla bezeichnet, war keine Stätte der Bestrafung, wie sie in späteren religiösen Vorstellungen auftaucht, sondern vielmehr ein unvermeidlicher Aufenthaltsort für alle Verstorbenen, unabhängig von ihrem irdischen Status oder ihren Taten. Die Vorstellung von einem universellen Schicksal nach dem Tod unterstrich die Sichtweise, dass der Tod ein Gleichmacher ist, der Könige und Bettler gleichermaßen betrifft. Ein häufig verwendetes Bild für die Unterwelt ist das Haus des Staubs. Es wird als riesiges, finsteres Gebäude beschrieben, in dem die Toten wie Gefangene leben. Die Türen des Hauses sind verschlossen, und es gibt keinen Weg zurück in die Welt der Lebenden. Dieses Bild unterstreicht die Endgültigkeit des Todes und die Isolation, die die Toten erfahren. Die Unterwelt war ein zentraler Bestandteil des religiösen und kulturellen Weltbilds, tief verwurzelt in den Vorstellungen von Leben, Tod und der kosmischen Ordnung. In einer Welt, die von Naturkatastrophen, Kriegen und Krankheiten geprägt war, suchten die Menschen Trost und Orientierung im Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod. Die Unterwelt wurde dabei oft als ein düsterer, unerbittlicher Ort dargestellt, der die tiefsten Ängste vor dem Unbekannten und der Endgültigkeit des Todes verkörperte. Im mesopotamischen Denken war die Unterwelt jedoch mehr als nur ein Aufenthaltsort für die Verstorbenen. Sie wurde als ein Raum betrachtet, in dem die kosmische Ordnung bewahrt blieb und göttliche Prinzipien fortwirkten. Hier regierte Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt, eine mächtige und gefürchtete Gottheit, die in zahlreichen Mythen und Ritualen eine zentrale Rolle spielte. Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt, war eine der zentralen Figuren in den mesopotamischen Vorstellungen des Jenseits. Ihr Name bedeutet Herrin der großen Erde oder Königin des großen Ortes, was ihre Herrschaft über das Reich der Toten symbolisiert. In den Mythen wird sie als strenge und kompromisslose Herrscherin beschrieben, die ihre Domäne mit eiserner Hand führte. Ereshkigals Beziehung zu den anderen Göttern war von Konflikten und Machtkämpfen geprägt. Dies wird besonders in den Mythen über ihren Gemahl Nergal deutlich, die sowohl ihre Stärke als auch die Spannungen innerhalb der göttlichen Hierarchie illustrieren. Einer dieser Mythen erzählt, wie Nergal, ein Kriegsgott, Ereshkigal herausfordert, sich schließlich jedoch mit ihr vereint, um gemeinsam über die Unterwelt zu herrschen. Diese Geschichten zeigen, dass die Unterwelt nicht nur ein passives Jenseits war, sondern ein lebendiger Teil der göttlichen Ordnung. Die Unterwelt symbolisierte nicht nur das Ende des irdischen Lebens, sondern auch die Verbindung zwischen den göttlichen und menschlichen Sphären, wodurch sie eine bedeutende Rolle in der spirituellen und kulturellen Identität des alten Mesopotamiens einnahm. Sie war außerdem Schauplatz zahlreicher Mythen, die das Verhältnis zwischen Leben und Tod thematisierten. Einer der bekanntesten ist der Mythos von Inanna, auch Ishtar genannt, der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, die die Unterwelt besuchte, um die Macht ihrer Schwester Ereshkigal herauszufordern. Ihre Reise durch die 7 Tore der Unterwelt symbolisierte Transformation, Verlust und Wiedergeburt, ein zentrales Thema in der mesopotamischen Vorstellung von Leben und Tod. Rituale, die die Unterwelt betrafen, dienten nicht nur dazu, die Verstorbenen zu ehren, sondern auch, um das Gleichgewicht zwischen der Welt der Lebenden und der Toten zu bewahren. Durch Opfergaben und Beschwörungen sollte verhindert werden, dass die Seelen der Verstorbenen Unheil in die Welt der Lebenden brachten. In der alten mesopotamischen Kultur spielten Geister und Dämonen eine bedeutende Rolle im Verständnis von Tod und Jenseits. Unter diesen Geistern waren die Gedim besonders bemerkenswert. Diese ruhelosen Geister der Toten wurden als bösartig angesehen und spiegelten die tief verwurzelten Ängste und Überzeugungen der Mesopotamier wider. Die Gedim galten als Seelen von Verstorbenen, die keinen Frieden finden konnten. Ihre Ruhelosigkeit konnte mehrere Ursachen haben: Menschen, die auf gewaltsame oder unerwartete Weise starben,
wurden oft als Gedim zurückgelassen. Ebenso konnten Seelen, die noch unerledigte Angelegenheiten oder unerfüllte Pflichten hatten, keine Ruhe finden. Eine unsachgemäße Beerdigung oder das Fehlen von Begräbnisritualen und Opfergaben konnten ebenfalls dazu führen, dass die Seele nicht in die Unterwelt gelangte. Diese Geister wurden oft als Schatten oder bösartige Wesen beschrieben, die die Lebenden heimsuchten. Sie konnten Krankheiten, Unglück und sogar den Tod bringen. Ihre bösartige Natur wurde häufig mit dem unvollständigen Übergang ins Jenseits und der daraus resultierenden Unzufriedenheit und Wut erklärt. Um sich vor den Gedim zu schützen oder sie zu besänftigen, führten die Mesopotamier verschiedene Rituale und Zeremonien durch. Regelmäßige Opfergaben an die Verstorbenen, wie Lebensmittel und Getränke, waren üblich, um die Geister zu besänftigen und ihnen im Jenseits zu helfen. Priester und Beschwörer führten Rituale durch, um die Gedim zu vertreiben oder zu beruhigen, und sorgfältige Beerdigungspraktiken wurden eingehalten, um sicherzustellen, dass die Seele eines Verstorbenen in die Unterwelt gelangte und nicht als Gedim zurückkehrte. Die Vorstellung der Gedim spiegelte die tief verwurzelten Ängste der Mesopotamier vor dem Tod und dem Jenseits wider. Diese Geister symbolisierten nicht nur die Unsicherheiten und Gefahren des Lebens nach dem Tod, sondern auch die Wichtigkeit der Einhaltung religiöser und sozialer Normen. Die Furcht vor ruhelosen Geistern verstärkte die Bedeutung von Bestattungsritualen und Opfergaben, die als grundlegend für das Wohlergehen sowohl der Lebenden als auch der Toten angesehen wurden. Die Gedim der mesopotamischen Mythologie verkörperten somit die ruhelosen Geister der Toten, deren bösartige Natur die Ängste und Glaubensvorstellungen der alten Mesopotamier widerspiegelte. Diese Geister, die aufgrund von gewaltsamen Toden, ungeklärten Geschäften oder unsachgemäßen Beerdigungen keine Ruhe fanden, spielten eine zentrale Rolle im spirituellen und kulturellen Leben des alten Mesopotamien. Namta, auch eine bedeutende Figur in der mesopotamischen Mythologie, insbesondere in der babylonischen und sumerischen Tradition. Er wird oft als Gott des Todes und des Schicksals beschrieben, eine Rolle, die ihm eine zentrale Position im pantheistischen Gefüge der alten mesopotamischen Religionen verleiht. Namta gehört zu den weniger bekannten, aber bedeutenden Gottheiten der mesopotamischen Mythologie. Sein Name wird oft als Namta oder Namtaru transliteriert und bedeutet in etwa Schicksal oder Bestimmung. Er ist vor allem als Gott des Todes und der Unterwelt bekannt. Namta wird häufig als der Vollstrecker des Schicksals angesehen, der über die Lebensdauer der Menschen entscheidet und ihre Seelen in die Unterwelt führt. In der mesopotamischen Mythologie ist Namta eng mit der Göttin Ereshkigal verbunden, der Herrin der Unterwelt. Er spielt eine Schlüsselrolle in den Geschichten, die die Welt der Toten betreffen, und seine Funktionen sind eng mit den Vorstellungen von Leben, Tod und Schicksal verwoben. Namtaru wird manchmal als eine Art Lebensspender oder Wohlwollender in der Unterwelt beschrieben, und in diesem Sinne könnte er eine unterstützende Rolle für Ereshkigal spielen. Er wird oft in einem düsteren und eindringlichen Kontext dargestellt, passend zu seiner Rolle als Gott des Todes. In den bildlichen Darstellungen und Texten wird er manchmal mit einem strengen, einschüchternden Ausdruck gezeigt. Seine ikonografische Darstellung kann variieren, aber typischerweise wird er als eine ernste und mächtige Figur beschrieben, die die Autorität über das Leben nach dem Tod besitzt. Manchmal wird Namta mit Symbolen der Unterwelt und des Todes dargestellt, wie etwa mit einem Zepter oder anderen Zeichen der Macht über das Jenseits. Diese Darstellungen reflektieren seine Funktion als Gott, der das Schicksal der Menschen lenkt und ihre Seelen in die Unterwelt führt. Namta hat in der mesopotamischen Mythologie eine doppelte Funktion als Gott des Todes und des Schicksals. Seine Rolle als Todesgott ist eng mit den Vorstellungen von der Unterwelt verbunden, in der die Seelen der Verstorbenen verweilen. Er ist der Vollstrecker der göttlichen Ordnung, der die Seelen der Toten aufnimmt und sie in das Reich von Ereshkigal überführt.
Namtaro wird oft im Zusammenhang mit Todesritualen und der Pflege der Seelen in der Unterwelt erwähnt. Während Ereshkigal die Hauptgöttin der Unterwelt ist, könnte Namtaro eine unterstützende Rolle bei der Verwaltung der Seelen und der Durchführung von Ritualen spielen, die Ereshkigal gewidmet sind. Die genauen Details der Beziehung können variieren, aber oft ergänzen sich ihre Rollen in der Vorstellung von der Unterwelt. Als Gott des Schicksals ist Namtar auch für die Bestimmung des Lebens und des Todes verantwortlich. Er wird oft als eine Art Schicksalsrichter dargestellt, der über das Leben der Menschen wacht und über ihre Lebensdauer entscheidet. Diese Rolle macht ihn zu einer wichtigen Figur in den religiösen Vorstellungen der mesopotamischen Gesellschaft, die stark an Schicksal und Vorbestimmung glaubte. In den Texten und Ritualen wird Namtar häufig als eine unaufhaltsame Kraft beschrieben, die den natürlichen Verlauf des Lebens und des Todes bestimmt. Er wird manchmal als eine Art Schicksalsgottheit dargestellt, die das Leben der Menschen nach festen Regeln und Vorgaben lenkt, wobei ihre Einhaltung der göttlichen Ordnung gewährleistet ist. Seine Bedeutung in der mesopotamischen Kultur wird durch die Art und Weise, wie seine Figur in Ritualen und religiösen Texten verwendet wird, deutlich. Zum Beispiel gibt es Parallelen zu Figuren wie Hades in der griechischen Mythologie oder Anubis in der ägyptischen Mythologie, die ebenfalls eine zentrale Rolle in der Unterwelt und beim Schicksal der Seelen spielen. Diese Ähnlichkeiten reflektieren universelle menschliche Themen wie den Tod, das Jenseits und das Schicksal, die in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise interpretiert wurden. Seine Funktionen als Vollstrecker des Schicksals und Herr der Unterwelt reflektieren die tief verwurzelten Ängste und Überzeugungen der Menschen dieser Zeit über das Leben nach dem Tod und die göttliche Ordnung. Durch seine Darstellungen in der Kunst und seine Rolle in den religiösen Texten bietet Namtar wertvolle Einblicke in die komplexen Vorstellungen von Tod und Schicksal in der mesopotamischen Kultur. Lamashtu, eine zentrale und furchteinflößende Figur der mesopotamischen Mythologie, verkörpert eine einzigartige Form des Bösen. Lamashtu weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit Lilith auf, einer dämonischen Figur der jüdischen Folklore. Beide werden als Bedrohung für Neugeborene und Schwangere wahrgenommen und stehen symbolisch für ähnliche kulturelle Ängste, obwohl sie unterschiedlichen Traditionen entstammen. Während Lilith in späteren Legenden vor allem als Verführerin und kindermordender Dämon beschrieben wird, bleibt Lamashtu eine vielschichtige Figur, die sowohl tierische als auch göttliche Elemente in sich vereint. Im Gegensatz zu vielen anderen Dämonen, die oft im Auftrag der Götter handeln, agiert Lamashtu aus eigenem Antrieb. Diese Autonomie macht sie besonders gefährlich und hebt sie in der Hierarchie der dämonischen Wesen hervor. Ihre Ursprünge reichen weit zurück, bis ins 3. Jahrtausend vor Christus, und ihre besondere Stellung wird durch ihre Abstammung unterstrichen, sie wird als Tochter des Himmelsgottes beschrieben. Diese göttliche Abstammung verleiht ihr eine außergewöhnliche Macht und Autorität, die sie zu einer zentralen Gestalt im Dämonenglauben des alten Mesopotamiens macht. Lamashtu wird oft in hybriden, schreckenerregenden Darstellungen beschrieben, die ihre Bedrohlichkeit und ihre Verbindung zu Chaos und Unheil symbolisieren. Häufig wird sie mit dem Kopf eines Löwen oder einer Katze, dem Körper einer schwangeren Frau und anderen tierischen Merkmalen dargestellt, wie langen Krallen, Flügeln und einem Schlangenschwanz. Diese physische Beschreibung spiegelt ihre ambivalente Rolle als Wesen wider, das zwischen Mensch und Tier, Ordnung und Unordnung steht. Ihre Darstellung als schwangere Frau unterstreicht ihre Verbindung zur Mutterschaft, doch in einer zerstörerischen und verdorbenen Form. Die Bedrohung durch Lamashtu richtet sich besonders gegen Schwangere und Neugeborene. Sie wird in Texten und Amuletten als Ursache für Fehlgeburten, plötzlichen Kindstod und Krankheiten beschrieben. Ihre Macht erstreckt sich aber auch auf die Verbreitung von Seuchen und andere Formen von Unheil. Sie verkörpert die Urängste der Menschen in einer unsicheren Welt, in der Geburt und Kindersterblichkeit allgegenwärtige Herausforderungen darstellten.
Ihre Fähigkeit, sowohl körperlichen als auch spirituellen Schaden anzurichten, machte sie zu einer der gefürchtetsten Dämoninnen. Lamashtu ist mehr als nur eine Figur des Schreckens, sie ist ein Symbol für die Ängste, die die Menschen des alten Mesopotamiens bewegten. Ihre Verbindung zu Krankheit, Tod und Unordnung spiegelt die Unsicherheit einer Welt wider, die von unvorhersehbaren Naturkräften geprägt war. Gleichzeitig zeigt der Versuch, sie durch Amulette und Rituale zu bannen, den menschlichen Willen, das Unbekannte zu zähmen und Sicherheit in einer unsicheren Welt zu suchen. In ihrer Vielschichtigkeit bleibt Lamashtu eine der interessantesten Figuren der mesopotamischen Mythologie. Um sich vor Lamashtu zu schützen, entwickelten die alten Mesopotamier eine Vielzahl von Schutzritualen und verwendeten Amulette, die oft mit der Darstellung ihres Gegenspielers Pazuzu versehen waren. Pazuzu ist eine bedeutende Figur in der Mythologie des alten Mesopotamien. Er wird häufig als Schutzdämon dargestellt, der gegen böse Geister und schädliche Einflüsse schützt. Pazuzu ist ein Dämon, der hauptsächlich in der mesopotamischen Mythologie bekannt ist, insbesondere in der sumerischen und babylonischen Tradition. Die Ursprünge von Pazuzu sind komplex und reichen bis in das 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Er ist ein Mitglied der sogenannten Dämonen der Unterwelt und wurde mit verschiedenen Aspekten der Unterwelt in Verbindung gebracht. Sein Name wird oft als Pazuzu oder Pazuza transliteriert, und seine Herkunft wird mit dem Geist des Sturms oder Winddämon assoziiert. Pazuzu wird typischerweise als eine Mischung aus verschiedenen Tieren und menschlichen Elementen dargestellt. Er hat oft den Körper eines Menschen, aber mit dem Kopf eines Hundes oder eines Löwen, manchmal sogar mit Flügeln und einem Drachen- oder Schlangenschwanz. Diese Darstellung macht ihn zu einem besonders furchterregenden Wesen, was ihn zu einem geeigneten Schutzdämon gegen andere böse Geister macht. Die ikonografische Darstellung von Pazuzu betont seine Fähigkeit, zu fliegen und schnelle Bewegungen auszuführen. Diese Attribute sollen seine Macht und seinen Einfluss verstärken, da er in der Lage ist, schnell zwischen den Ebenen der Welt zu reisen und böse Einflüsse abzuwehren. Obwohl er oft als bösartiger Dämon dargestellt wird, hat er auch eine schützende Funktion. In der mesopotamischen Tradition glaubte man, dass Pazuzu durch seine Schrecken und seine Macht andere, noch bösartigere Geister fernhalten konnte. Es gibt zahlreiche Amulette und Talisman-Darstellungen von Pazuzu, die von Menschen getragen oder in Häusern platziert wurden, um Schutz vor Krankheiten, Unheil und anderen schädlichen Einflüssen zu bieten. Seine Ambivalenz ist faszinierend. Er ist sowohl ein Symbol des Schreckens als auch ein Beschützer. Diese Doppelrolle spiegelt sich in den Ritualen wider, bei denen Pazuzu oft durch eine Kombination von Anrufungen und Opfergaben besänftigt werden musste, um seinen Schutz zu sichern. In der antiken Kunst erscheinen Darstellungen von Pazuzu vor allem auf Amuletten, Reliefs und Inschriften. Er wird oft in Szenen gezeigt, die seine Funktion als Schutzdämon betonen, wie in Ritualen oder bei der Abwehr von Feinden. Diese Darstellungen sind nicht nur ein Hinweis auf die Bedeutung von Pazuzu in der religiösen Praxis, sondern auch auf die Faszination und Angst, die er hervorrief. In der modernen Kultur hat Pazuzu durch die Popularisierung von okkulten Themen und Filmen wie Der Exorzist neue Bekanntheit erlangt. In diesem berühmten Horrorfilm wird Pazuzu als der Dämon dargestellt, der den besessenen Charakter beeinflusst, was zu einer gewissen Verwirrung über seine tatsächliche Rolle in der mesopotamischen Mythologie geführt hat. Diese Darstellung trägt oft dazu bei, die ursprüngliche Schutzfunktion von Pazuzu zu übersehen und ihn in den Bereich des rein bösen Übernatürlichen zu verschieben. Seine Darstellung und Rolle in der mesopotamischen Mythologie reflektieren eine tiefe kulturelle und religiöse Bedeutung, die die Verbindung zwischen dem Übernatürlichen und dem Alltäglichen unterstreicht. Durch seine Natur als Beschützer und Schreckensgestalt bleibt Pazuzu eine faszinierende und bedeutende Figur in der Welt der alten Mythologien.
In dieser geheimnisvollen Welt spielen auch die Rabisu eine besondere Rolle als schattenhafte Dämonen, die in den dunklen Ecken der Welt lauern. Diese Dämonen sind für ihre heimtückische Natur und ihre Vorliebe für gefährliche Orte bekannt. Der Name Rabisu selbst vermittelt bereits ein Gefühl der Bedrohung und des Unheimlichen, da diese Wesen oft als in den Schatten lauernde, bösartige Entitäten beschrieben werden. Sie sind nicht nur Geister oder Dämonen, sondern vielmehr eine konkrete Vorstellung von Gefahr und Unheil, die in den dunklen, unerforschten Bereichen des Alltags lauerten. Sie sind oft mit Orten verbunden, die als besonders gefährlich oder unsicher gelten, wie verlassene Gebäude, dunkle Wälder oder abgelegene Gegenden der Städte. Die Mesopotamier glaubten, dass diese Dämonen ihre Opfer heimlich beobachten und in Momenten der Schwäche oder Verwundbarkeit zuschlagen konnten. Die Vorstellung der Rabisu ist tief in der mesopotamischen Kultur verwurzelt und reflektiert die Ängste und Unsicherheiten der Menschen vor dem Unbekannten. Diese Dämonen wurden oft als Schatten oder dunkle Silhouetten dargestellt, die sich in den dunklen Ecken oder versteckten Bereichen aufhielten, um die Lebenden zu erschrecken oder zu schädigen. Die Vorstellung, dass Rabisu in den Schatten lauern, unterstreicht die Angst vor dem Unsichtbaren und Unbekannten und verstärkt die Vorstellung, dass Gefahr oft dort lauert, wo sie am wenigsten erwartet wird. Um sich vor den Rabisu zu schützen, führten die Menschen verschiedene Rituale und Schutzmaßnahmen durch. Dazu gehörten spezielle Beschwörungen, Amulette und Opfergaben, die darauf abzielten, diese dunklen Wesen abzuwehren oder sie zu besänftigen. In der mesopotamischen Kultur war es üblich, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebenden vor den potenziellen Gefahren zu schützen, die von diesen schattenhaften Dämonen ausgehen könnten. Zusammenfassend sind die Rabisu ein faszinierendes Beispiel für die Art und Weise, wie die mesopotamische Mythologie Ängste und Bedrohungen personifizierte. Diese schattenhaften Dämonen, die oft in dunklen Ecken und an gefährlichen Orten lauerten, repräsentierten die Unsicherheiten und Gefahren, die die Menschen damals als Teil ihrer alltäglichen Realität empfanden. Die kulturellen Maßnahmen zur Abwehr dieser Dämonen reflektieren das Bemühen, sich gegen die unsichtbaren Kräfte der Dunkelheit zu wappnen. In den tiefen und geheimnisvollen Weiten der mesopotamischen Mythologie gibt es zahlreiche Wesen, die verschiedene Aspekte des übernatürlichen Universums verkörpern. Unter diesen Wesen nimmt Itlurugu eine besondere Stellung ein. Als Dämon, der das Böse personifiziert, symbolisiert Itlurugu eine dunkle und bedrohliche Kraft, die tief in den Ängsten und Glauben der alten Mesopotamier verwurzelt ist. Er wird oft als die Verkörperung des reinen Bösen beschrieben, eine dämonische Entität, die alle negativen und zerstörerischen Eigenschaften in sich vereint. Dieser Dämon steht für Chaos, Unheil und das, was die kosmische Ordnung bedroht. In der mesopotamischen Vorstellung repräsentiert Itlurugu das, was im religiösen und moralischen Sinne als verderblich oder gefährlich angesehen wird. Die Vorstellung von Itlurugu als Personifizierung des Bösen geht über bloße Erscheinung oder Verhalten hinaus, sie umfasst die gesamte Essenz von Bedrohung und Dunkelheit. Itlurugu wird häufig mit Symbolen der Zerstörung und des Chaos in Verbindung gebracht. Diese Verbindungen sind nicht nur metaphorisch, sondern auch praktisch in den Ritualen und Beschwörungen verankert, die darauf abzielen, diese dunklen Mächte abzuwehren oder zu kontrollieren. In den alten Texten und Legenden wird er oft als unheimlicher und beängstigender Dämon beschrieben, dessen Präsenz allein schon Unheil und Schrecken bringt. Die alten Mesopotamier betrachteten ihn als eine ernsthafte Bedrohung, die mit negativen Ereignissen wie Seuchen, Unglück oder Naturkatastrophen in Verbindung gebracht wurde. Diese Vorstellung spiegelte die tiefe Angst vor den unkontrollierbaren und gefährlichen Kräften des Unbekannten wider, die als Bedrohungen für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Menschen galten. Um sich vor dem Bösen, das Itlurugu personifizierte, zu schützen, ergriffen die Mesopotamier verschiedene Maßnahmen. Diese umfassten spezielle Rituale und Beschwörungen,
die von Priestern durchgeführt wurden, um den Dämon abzuwenden oder zu besänftigen. Opfergaben und Gebete waren ebenfalls Teil dieser Praktiken, die darauf abzielten, die Mächte des Bösen in Schach zu halten und die kosmische Ordnung zu bewahren. Die kulturelle Bedeutung von Itlurugu liegt nicht nur in seiner Rolle als Dämon, sondern auch in der Art und Weise, wie seine Präsenz die Vorstellung von Gut und Böse, von Ordnung und Chaos in der mesopotamischen Welt formte. Der Dämon stand als Symbol für die ständige Bedrohung durch das Böse, das immer darauf lauert, die Ordnung der Welt zu zerstören. Durch die Verehrung und die rituellen Praktiken, die gegen Itlurugu gerichtet waren, versuchten die Mesopotamier, die Balance zwischen den kosmischen Kräften zu bewahren und sich gegen die dunklen Mächte zu wappnen. Zusammenfassend ist Itlurugu ein komplexes und bedeutsames Wesen in der mesopotamischen Mythologie. Als Personifizierung des Bösen verkörpert dieser Dämon die tiefsten Ängste und die Vorstellung von Chaos und Zerstörung. Die kulturellen und religiösen Praktiken, die sich um Itlurugu ranken, reflektieren das Bemühen der Mesopotamier, sich gegen die dunklen Kräfte zu schützen, die ihre Welt beeinflussen könnten. Latarak ist eine weniger bekannte Gottheit der mesopotamischen Mythologie, die nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten hat wie die großen Götter wie Marduk, Ishtar oder Enlil. Er gilt eher als Dämon oder Unterweltgottheit und spielt eine interessante Rolle im Pantheon der alten Mesopotamier. Wir untersuchen Latarak in Bezug auf seine Herkunft, seine Rolle, seine Darstellung und seine Bedeutung innerhalb der mesopotamischen Mythologie. Latarak wird hauptsächlich in der sumerischen und babylonischen Mythologie erwähnt, wobei seine genaue Herkunft und Bedeutung in den verfügbaren Quellen nicht vollständig geklärt sind. Wie viele kleinere Gottheiten der mesopotamischen Mythologie ist Latarak möglicherweise eine regionale oder weniger prominente Figur, deren Bedeutung und Funktionen in den verschiedenen Städten und Kulturen der Region variierten. In den überlieferten Texten wird Latarak gelegentlich als Gottheit erwähnt, die mit bestimmten Aspekten des natürlichen oder gesellschaftlichen Lebens verbunden ist. Es gibt jedoch nur wenige detaillierte Informationen über seine spezifischen Funktionen oder Attribute. Die Quellen, die ihn erwähnen, sind oft fragmentarisch und liefern keine umfassenden Beschreibungen seiner Rolle im Pantheon. Da Latarak in den erhaltenen Texten nicht ausführlich beschrieben wird, ist seine genaue Rolle im Pantheon der mesopotamischen Götter nicht vollständig bekannt. Dennoch lassen sich einige Hinweise auf seine Funktionen und Bedeutung ableiten. Latarak hatte insbesondere in Mari, heute Tel Hariri, eine zentrale Rolle. Sein Einfluss konnte durch kulturelle und religiöse Interaktionen auch auf benachbarte Städte und Regionen wie Ebla, Karkemisch sowie möglicherweise Assyrien und Babylon ausgeweitet werden. In den wenigen Texten, die Latarak erwähnen, könnte er mit Aspekten wie Fruchtbarkeit, Natur oder bestimmten gesellschaftlichen Funktionen in Verbindung gebracht werden. Da es jedoch an umfassenden Informationen fehlt, bleiben seine spezifischen Attribute weitgehend spekulativ. Die Stadt Mari, ein wichtiges urbanes Zentrum im oberen Euphratgebiet, hat eine Vielzahl von Texten hinterlassen, die auf die dortige Religion und Gottheiten hinweisen. Die wichtigsten Quellen sind die Mari-Archive. Diese Keilschriftdokumente enthalten administrative, rechtliche und religiöse Texte. Einige dieser Texte erwähnen Latarak in Kontexten, die auf seine Rolle als Gottheit in Mari hinweisen. Beispielsweise gibt es Hinweise darauf, dass Latarak in Tempeln oder Ritualen eine Rolle spielte. Die genaue Natur dieser Rolle ist jedoch nicht immer klar. Einige rituelle Texte aus Mari erwähnen Latarak als Teil der religiösen Praxis. Diese Texte beschreiben Zeremonien und Opfer, die Latarak einbeziehen, was darauf hindeutet, dass er in bestimmten rituellen Kontexten verehrt wurde. Leider sind viele dieser Texte fragmentarisch und bieten keine vollständige Darstellung seiner Rolle. In verschiedenen Götterlisten, die in Mesopotamien verwendet wurden, wird Latarak gelegentlich aufgeführt.
Diese Listen geben oft an, welche Gottheiten in einem bestimmten religiösen Kontext verehrt wurden. Latarak erscheint in diesen Listen manchmal in Zusammenhang mit Fruchtbarkeit oder Natur, aber detaillierte Beschreibungen fehlen häufig. Die Darstellung von Latarak in der mesopotamischen Kunst und Literatur ist begrenzt, was zu seiner vergleichsweise unbekannten Stellung beiträgt. Es gibt keine weit verbreiteten bildlichen Darstellungen von Latarak, die seine Erscheinung oder Symbolik veranschaulichen. Die wenigen Hinweise, die über Latarak bekannt sind, beschränken sich oft auf textliche Erwähnungen ohne detaillierte Beschreibungen seiner visuellen Darstellungen. Latarak kann in gewisser Weise mit anderen weniger bekannten oder regionalen Gottheiten aus verschiedenen Mythologien verglichen werden. In vielen alten Kulturen gab es lokale Götter und Göttinnen, deren Bedeutung und Rolle auf bestimmte kulturelle Kontexte beschränkt waren. Diese Gottheiten könnten ähnliche Funktionen oder Attribute gehabt haben, jedoch nicht den gleichen Grad an Verehrung oder Aufmerksamkeit wie die zentralen Götter des Pantheons. Zum Beispiel könnte Latarak mit Figuren wie dem ägyptischen Gott Bes verglichen werden, der in der ägyptischen Mythologie eine wichtige Rolle als Schutzgott und Symbol für das Heim und die Familie spielte, jedoch nicht die gleiche universelle Bedeutung wie Götter wie Ra oder Osiris hatte. Die Bedeutung von Latarak in der mesopotamischen Mythologie liegt in seiner Rolle als Teil des vielfältigen Pantheons der alten Mesopotamier. Auch wenn er weniger bekannt ist und seine spezifische Rolle und Attribute nicht vollständig dokumentiert sind, stellt Latarak ein Beispiel für die Vielzahl und Komplexität der göttlichen Figuren in der mesopotamischen Religion dar. Seine Existenz zeigt, dass die religiösen Vorstellungen der Mesopotamier eine breite Palette von Gottheiten umfassten, die unterschiedliche Aspekte des Lebens und der Natur repräsentierten. Seine Existenz bietet wertvolle Einblicke in die Vielfalt der göttlichen Figuren im Pantheon der alten Mesopotamier. Die begrenzten Informationen über Latarak erinnern daran, dass auch kleinere oder regionale Gottheiten wichtige Rollen in den religiösen und kulturellen Kontexten der alten Kulturen spielen können. Die Erforschung solcher Figuren hilft dabei, ein umfassenderes Bild der komplexen religiösen Welt des alten Mesopotamiens zu zeichnen. In der sumerischen Mythologie gibt es viele geheimnisvolle und faszinierende Kräfte und Gottheiten, deren Namen und Rollen oft nur fragmentarisch überliefert sind. Unter diesen mythischen Kräften und Göttern sticht der Name Mam-Etum hervor, ein Begriff, der in den heiligen Schriften und Ritualen immer wieder auftaucht. Mam-Etum, wie es in den sumerischen Texten beschrieben wird, könnte eine Göttin oder eine herausragende weibliche Figur gewesen sein. Die sumerischen Schriftgelehrten und Priester, die diese Texte niederschrieben, verwendeten Mam-Etum in Kontexten, die oft mit Fruchtbarkeit, Natur und wichtigen gesellschaftlichen Rollen verbunden waren. Die Endung Theom deutet dabei auf eine weibliche Rolle hin, was den Namen Mam-Etum zu einem Titel für eine bedeutende Göttin oder eine wichtige Frau macht. In den archäologischen Entdeckungen, die uns heute vorliegen, finden sich Hinweise darauf, dass Mam-Etum in den religiösen Praktiken der Stadt Mari, einer einflussreichen Metropole am oberen Euphrat, verehrt wurde. In den Mari-Texten, die von administrativen Aufzeichnungen bis hin zu Ritualen reichen, wird sie als zentrale Figur erwähnt. Diese Texte berichten von Ritualen, in denen Mam-Etum eine bedeutende Rolle spielte und zeigen, wie wichtig sie für die religiöse Praxis der Zeit war. Während andere mesopotamische Gottheiten wie Enlil oder Marduk klar definierte Persönlichkeiten mit spezifischen Eigenschaften und Geschichten besitzen, könnte sie eher als eine unbestimmte, allumfassende Kraft interpretiert werden, die von den Anunnaki als eine Art ungreifbare, aber essentielle Energie angesehen wurde. Ihre Rolle als Schöpfungskraft könnte jedoch weniger die einer Göttin sein und mehr die einer abstrakten Kraft, die das kosmische Gleichgewicht und die Ordnung etabliert. Auch ihre Funktion als Schicksalskraft könnte darauf hindeuten,
dass sie weniger als eine spezifische Göttin, sondern als ein grundlegendes Prinzip des Schicksals gesehen wurde, das das Leben der Menschen beeinflusst. Die Darstellungen von Mam-Etum in der mesopotamischen Kunst und Literatur sind bemerkenswert spärlich und tragen zu dem Bild bei, dass sie möglicherweise eine weniger konkretisierte Rolle innerhalb des pantheonischen Systems einnahm. Diese knappen Belege werfen Licht auf ihre Funktion als abstrakte oder unbestimmte Kraft, die weniger als individuell gestaltete Gottheit als vielmehr als übergreifendes Prinzip in den religiösen Vorstellungen der Mesopotamier fungierte. Der Vergleich von Mam-Etum mit anderen mythologischen Figuren zeigt, dass sie weniger mit spezifischen Göttinnen wie den Meuren oder Maat vergleichbar ist, sondern eher mit Konzepten von kosmischen Kräften oder universellen Prinzipien, die in vielen Kulturen als unsichtbare Kräfte die Welt beeinflussen. Diese Interpretation hebt hervor, dass Mam-Etum als eine Art universeller Energie oder Prinzip angesehen werden könnte, das jenseits individueller Göttlichkeiten steht. Die Vorstellung von Göttlichkeit als eine allumfassende Kraft, die die Weltordnung und das Schicksal lenkt, ohne als individuelle Persönlichkeit gefasst zu sein, unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen den göttlichen Kräften und der menschlichen Existenz, die in den mesopotamischen Ritualen und Texten reflektiert wird. Das war unsere Reise durch die etwas düstere Welt der sumerischen Kräfte und Dämonen. Ich hoffe, ihr habt einen faszinierenden Einblick in diese geheimnisvolle und komplexe Mythologie gewonnen. Die Sumerer, mit ihrem tiefen Verständnis von übernatürlichen Mächten und ihrer einzigartigen Sicht auf das Böse und das Jenseits, bieten uns auch heute noch spannende Perspektiven und Erkenntnisse. Danke für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, und wie immer bin ich neugierig auf eure Gedanken und Meinungen zu diesem Thema. Gibt es spezielle Aspekte oder Figuren, über die ihr mehr erfahren möchtet? Vielleicht gibt es auch etwas Wichtiges, das ich nicht erwähnt habe? Lasst es mich wissen, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und den Austausch darüber, wie diese faszinierenden Mythen und Legenden auch in der heutigen Zeit auf uns wirken. Bis zum nächsten Mal.